In einem ruhigen Vorort von San Bernardino lebte auf den ersten Blick eine ganz normale Familie. Eine liebevolle Ehefrau, eine fürsorgliche Mutter von 3 Söhnen und eine vorbildliche Nachbarin. Aber hinter der Fassade des perfekten Lebens verbarg sich eine ganz andere Realität, von der keiner ihrer Bekannten auch nur die geringste Ahnung hatte. Im Frühjahr 2023 verwandelte sich ein Abend in einen Albtraum, als ein Treffen zwischen der 29-jährigen Michaela Braschaje-Rühlars-Damm und ihrem Kunden in einer Tragödie endete. Die Szene, die später von der Polizei entdeckt wurde, schockierte selbst erfahrene Ermittler. Ein bewusstloser Mann, fest in Plastikfolie gewickelt, mit an den Füßen festgeklebten Stiefeln und einer Plastiktüte, die eng um seinen Kopf gebunden war. Was war in dieser Nacht geschehen? War es ein Unfall? Die Umsetzung einer gefährlichen Fantasie oder ein kaltblütiges Verbrechen, das durch den Anschein von Einvernehmlichkeit verschleiert wurde? Die Geschichte von Michaela enthüllt einen der widersprüchlichsten und düstersten Fälle der letzten Jahre, in dem die Grenze zwischen Vertrauen und tödlichem Fehler fast bis zur Unkenntlichkeit verwischt ist. Michaela Braschaje-Rühlars-Damm schien eine Frau zu sein, die alles hatte. Sie war verheiratet, zog 3 Söhne groß und lebte mit ihrer Familie in einem geräumigen Haus in San Bernardino, Kalifornien. Michaela und Brandon lernten sich vor mehr als 10 Jahren kennen, als sie als Kellnerin in einem Restaurant in Modesto arbeitete. Ihre Ehe schien glücklich zu sein. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte das Paar regelmäßig Fotos von Stränden, Sportveranstaltungen und Familienfeiern. Michaela machte den Eindruck einer fürsorglichen und verantwortungsbewussten Mutter. Ihr ältester Sohn war 10 Jahre alt, der mittlere 8 und der jüngste 3 Jahre. Sie widmete ihnen ihre ganze Zeit, achtete auf ihre Ernährung, kochte nur mit natürlichen Produkten, beteiligte sich aktiv am Schulleben, unternahm oft Ausflüge mit ihren Söhnen und engagierte sich gemeinsam mit ihnen ehrenamtlich. Nach den großflächigen Bränden in Kalifornien nahm Michaela ihre Söhne mit, damit sie sehen konnten, wie wichtig es ist, anderen zu helfen. Für ihre Umgebung wirkte sie wie eine treue Ehefrau und fürsorgliche Mutter, die sich ganz auf ihre Familie konzentrierte. Hinter der Fassade des Wohlstands verbarg sich jedoch eine ganz andere Seite ihres Lebens. Zusammen mit ihrem Ehemann Brandon leitete Michaela eine Firma namens SCE Entertainment, die private Veranstaltungen mit Tänzern organisierte. Das Unternehmen präsentierte sich als eines der führenden Unternehmen Kaliforniens im Bereich der Erwachsenenunterhaltung und bot sowohl männliche als auch weibliche Darsteller für private Partys an. Darüber hinaus hatte Michaela eine persönliche Seite auf der Plattform OnlyFans, wo sie das Pseudonym K.R. Blake verwendete. Dort veröffentlichte sie freizügige Inhalte und hatte mehr als 11.000 Abonnenten. Ihre Aktivitäten beschränkten sich jedoch nicht auf diese Plattform. Michaela bot auch Escort-Dienste über die Website Secret Hostess an, wo sie unter dem Namen Ashley Sintau auftrat. Auf der Website stellte sie sich als raffinierte und erfahrene Frau vor, die ihren Gesprächspartner nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern auch mit ihrer Intelligenz zu begeistern wusste. In ihrem Profil gab sie an, über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich der Intimdienstleistungen zu verfügen und sich an alle Vorlieben des Kunden anpassen zu können. Mit dieser Beschreibung wollte sie den Eindruck einer professionellen, selbstbewussten Frau vermitteln, die sowohl emotionale als auch körperliche Nähe bieten kann. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Leben eine widersprüchliche Kombination aus 2 Welten. Einer nach außen hin vorbildlichen Familie und einem geheimen Geschäft, das mit der Erwachsenenunterhaltung zu tun hatte. Was als Verdienstmöglichkeit und mögliches Element einer vertrauensvollen Beziehung zu ihrem Ehemann begann, wurde mit der Zeit zum Mittelpunkt der Ereignisse, die zu einem der umstrittensten und verwirrendsten Fälle in San Bernardino führten. Michaela führte ein aktives Leben im Internet und formte sorgfältig ihr Image. In ihren Profilen auf spezialisierten Websites präsentierte sie sich als attraktive Frau mit ausdrucksstarkem Aussehen und Charisma, die, wie sie selbst sagte, überall, wo sie auftauchte, Aufmerksamkeit auf sich zog. Sie betonte, dass sie ein gepflegtes Äußeres, Flexibilität und Selbstvertrauen sowie die Fähigkeit, sich in Gesellschaft zu bewegen und leicht mit Menschen ins Gespräch zu kommen, in sich vereinte. Sie positionierte sich als Inhaberin mehrerer Unternehmen, Geschäftsführerin und Mutter von 3 Söhnen. In ihrem Profil gab sie an, dass sie ihre Zeit schätze und von ihren Kunden die gleiche Einstellung erwarte.
Unter den angebotenen Dienstleistungen beschrieb sie detailliert die Programme der Treffen, darunter verschiedene Tanznummern, akrobatische Elemente und individuelle Shows. Es wurde angegeben, dass sie bereit sei, mit verschiedenen Kundengruppen zu arbeiten, persönliche Vorlieben nicht zu verurteilen und Aufträge sowohl von Einzelpersonen als auch von Paaren oder Unternehmen anzunehmen. Michaela beschrieb auch detailliert die finanziellen Bedingungen. Für ein Online-Treffen verlangte sie $25, für eine persönliche Anwesenheit wurden $500 und mehr berechnet. Komplette Programme hatten separate Preise von $800 bis $1.500 für einen Besuch bei ihr oder einen Besuch beim Kunden. Der Kunde konnte eine Anzahlung über elektronische Überweisungsdienste leisten. Brandon, Michaelas Ehemann, wusste den vorliegenden Informationen zufolge von ihrer Tätigkeit und hatte nichts dagegen. Darüber hinaus hatte er Zugriff auf ihre Seiten und half ihr manchmal bei der Verwaltung ihres Profils. Alles deutete darauf hin, dass er darüber informiert war und diese Art des Geldverdienens wahrscheinlich befürwortete. Im März 2023 stieß der 55-jährige Michael Dale auf Michaelas Profil auf der Begleiterseite und begann eine Korrespondenz, in der er ein mögliches Treffen vorschlug. In seinen Nachrichten zeigte er Interesse an einem Szenario mit BDSM-Elementen, darunter Bewegungsbeschränkungen, Dominanz und Unterwerfung. Seine Wünsche umfassten ungewöhnliche und riskante Handlungen. Die Verwendung von Sekundenkleber, um die Damenstiefel bis zu den Knien direkt an den Füßen festzukleben, das Verkleben der Augen und das Fixieren eines Spielzeugs im Mund sowie das Einwickeln des Körpers in Frischhaltefolie. Nach einer Diskussion der Bedingungen einigten sich die Parteien auf einen Betrag, der nach Meinung beider Seiten dem Charakter und der Komplexität der gewünschten Handlungen entsprach. Michael überwies Michaela etwa $11.000 für die Nacht, in der seine Fantasien verwirklicht werden sollten. Am 17. April 2023 gegen 18 Uhr kam Michaela zu Michaels Haus, wo er mit mehreren Nachbarn zusammenlebte. Verschiedenen Quellen zufolge war entweder einer der Nachbarn erst wenige Tage zuvor dort eingezogen oder Michael selbst war erst kürzlich in dieses Haus gezogen. Die Umstände blieben unklar. Vor Michaelas Ankunft hatte Michael seine Nachbarn informiert, dass er einen Gast erwarten würde, ohne jedoch Details zu nennen. Als sie ankam, wirkte Michael sichtlich betrunken, was sie jedoch nicht beunruhigte. Ähnliches war in ihrer Arbeit keine Seltenheit. Alkohol begleitete solche Treffen oft und sie maß dem offensichtlich keine besondere Bedeutung bei. In den folgenden 4 Stunden befanden sie sich in Michaels Zimmer und führten verschiedene, zuvor vereinbarte Handlungen durch. Einer der Nachbarn berichtete später, dass er irgendwann Michaels Stimme aus dem Zimmer gehört habe, der darum gebeten habe, aufzuhören und gesagt habe, er sei bereit, mehr zu zahlen, nur damit das Geschehen aufhöre. Danach war nichts mehr aus dem Zimmer zu hören. Gegen 22 Uhr rannte Michaela panisch aus dem Zimmer und bat die Nachbarn, den Rettungsdienst zu rufen. Einer von ihnen rief einen anderen und gemeinsam rannten sie in das Zimmer, wo sie Michaela vorfanden, die versuchte, Michael erste Hilfe zu leisten. Er lag bewusstlos auf dem Boden, von Kopf bis Fuß in Frischhaltefolie eingewickelt und mit einer Jogginghose bekleidet. Michaela telefonierte zu diesem Zeitpunkt mit dem Rettungsdienst und befolgte die Anweisungen des Disponenten. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, fanden sie Michael bewusstlos vor. Seine Arme und Beine waren fest mit Frischhaltefolie umwickelt und seine Handgelenke waren mit Klebeband fixiert. Seine Arme befanden sich über seinem Kopf, seine Finger und Handflächen waren ebenfalls mit Klebeband fixiert. An den Füßen trug der Mann kniehohe Damenstiefel, die mit Sekundenkleber an seiner Haut befestigt waren. Neben ihm stand Michaela, die immer noch versuchte, ihn wiederzubeleben. Die eintreffenden Sanitäter schlossen sich sofort den Rettungsmaßnahmen an und brachten Michael notfallmäßig ins Krankenhaus. Am nächsten Tag stellten die Ärzte jedoch seinen Hirntod fest. Nach 4 Tagen, in denen die Ärzte seine Lebensfunktionen mit Geräten aufrechterhielten, wurde beschlossen, die künstliche Beatmung abzuschalten. Michael starb im Krankenhaus. Während die Ermittlungsgruppe am Unfallort arbeitete, erzählte Michaela den Polizeibeamten ausführlich, was passiert war. Ihren Angaben zufolge war sie zu Michael gekommen, um eine Rollenspiel-Session mit BDSM-Elementen durchzuführen, die die Erfüllung ungewöhnlicher Wünsche des Kunden beinhaltete. Sie merkte an, dass ein solches Format für sie eine neue Erfahrung gewesen sei.
Michaela erklärte, warum der Mann mit Folie umwickelt, gefesselt und mit Klebstoff bedeckt war und führte aus, dass ein Teil der Handlungen auf seine eigenen Anweisungen hin durchgeführt worden sei. Sie behauptete, dass sie einige seiner Wünsche nicht erfüllt habe, indem sie sich beispielsweise geweigert habe, ihm die Augen zu verbinden und ihm einen Gegenstand in den Mund zu stecken. Sie sagte, dass sie aufgehört habe, als Mikkel sie gebeten habe, aufzuhören. Sie gab auch zu, dass ein Teil des Geschehens auf Video aufgezeichnet worden sei, um es auf ihrer OnlyFans-Seite zu veröffentlichen. Die Ermittler stellten fest, dass Michaela sich zu diesem Zeitpunkt offen verhielt und die Zusammenarbeit nicht verweigerte. Sie erzählte, dass Michael stark betrunken gewesen sei und während ihres Treffens zeitweise das Bewusstsein verloren habe. Als er einschlief, versuchte sie ihn wieder zu sich zu bringen und drohte zu gehen, wenn er nicht aufwachen würde. Nach 4 Stunden bemerkte sie, dass der Mann nicht mehr atmete, woraufhin sie Nachbarn rief und den Rettungsdienst alarmierte, um bis zum Eintreffen der Sanitäter erste Hilfe zu leisten. Michaela händigte den Ermittlern freiwillig ihr Telefon aus und erlaubte ihnen, die Daten herunterzuladen. Aus den Nachrichten und den übermittelten Dateien ging hervor, dass Michel tatsächlich darum gebeten hatte, seinen Körper mit Folie zu umwickeln, seine Arme und Beine zu fixieren und sogar seine Augen zu verkleben. Auf dem Telefon wurden auch Videoaufnahmen gefunden, die an diesem Abend gemacht worden waren. Auf einem der Videos war Michael mit verklebtem Mund zu sehen. Über seinem Kopf befand sich eine Plastiktüte, die zusätzlich mit Frischhaltefolie umwickelt und mit Klebeband um den Hals befestigt war. Auf der Aufnahme ist zu hören, wie Michaela sagt, dass man die Halsfessel fester ziehen müsse. Außerdem wurden auf dem Telefon Fotos von Michael in diesem Zustand gefunden, die sie an ihren Ehemann Brandon geschickt hatte. Brandons Antwort zeigte, dass er in die Geschehnisse verwickelt war. Er reagierte zustimmend auf die Fotos und drängte Michaela zu noch freizügigeren Handlungen in der Annahme, dass man so mehr Geld vom Kunden bekommen könnte. Am schwerwiegendsten für die Ermittlungen war das letzte Video, das auf dem Telefon gefunden wurde. Darauf ist zu sehen, wie Michaela neben dem bewusstlosen Michael steht, der immer noch die Plastiktüte über dem Kopf hat und sich so verhält, als würde sie seinen Zustand nicht bemerken. Fast 8 Minuten lang blieb der Mann regungslos und zeigte keine Lebenszeichen. Erst danach bemerkte Michaela offenbar, dass etwas mit ihm nicht stimmte und rief die Nachbarn, um Hilfe zu holen. Nach Sichtung der Aufzeichnung befragten die Ermittler Michaela erneut. Sie kooperierte weiterhin, bestritt jedoch, dass sie Michael die Plastiktüte über den Kopf gezogen habe und behauptete, dass alle Handlungen auf seine Bitte hin erfolgt seien. Michaels Leiche wurde zur gerichtsmedizinischen Untersuchung geschickt. Es ist bekannt, dass er eine kräftige Statur hatte. Er war etwa 188 Zentimeter groß und wog etwa 113 Kilogramm. Die toxikologische Analyse ergab einen extrem hohen Alkoholgehalt im Blut, 0,33 Promille zum Zeitpunkt der Einlieferung ins Krankenhaus, was mehr als das 4-fache der zulässigen Norm für das Führen von Kraftfahrzeugen ist. Aus der Korrespondenz ging hervor, dass Michael Michaela vor dem Treffen mitgeteilt hatte, dass er fast eine Flasche Wodka getrunken habe. Da die Analysen 4 Stunden nach Beginn ihres Treffens durchgeführt wurden, war der Alkoholgehalt in seinem Körper zu Beginn des Abends wahrscheinlich noch höher. Als Michaela bei Michael ankam, war sein Zustand bereits alarmierend. Später wurde aus den medizinischen Unterlagen bekannt, dass der Mann seit langem an chronischem Alkoholismus und einer Abhängigkeit von illegalen Substanzen litt. Darüber hinaus wurden bei ihm Bluthochdruck und Diabetes diagnostiziert. Zum Zeitpunkt der Ereignisse nahm er das Antidepressivum Trazodon ein. Aus früheren Unterlagen ging auch hervor, dass Michael eine Entziehungskur absolviert hatte. Kurz nach seinem Tod fanden die Ermittler einen Briefwechsel mit seinem Sponsor aus einer anonymen Gemeinschaft, in dem Michael zugab, dass er einige Tage vor der Tragödie einen Rückfall erlitten hatte und wieder zu trinken begonnen hatte. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass die Todesursache Ersticken infolge einer Blockierung der Atemwege war. Der Tod wurde als Straftat eingestuft. Die Ermittlungen erwiesen sich von Anfang an als äußerst kontrovers. Aus der Korrespondenz und den Nachrichten ging hervor, dass viele Handlungen von Michaela auf Michels Wunsch hin durchgeführt worden waren. Allerdings konnte nicht alles dokumentarisch belegt werden. Besonders zweifelhaft war die Verwendung einer Plastiktüte über dem Kopf. Dieser Punkt blieb unklar. Einige Vertreter von BDSM-Communities, die sich zu dem Fall äußerten, wiesen darauf hin,
dass solche Praktiken tatsächlich vorkommen. Sie sind jedoch mit einem hohen Risiko verbunden und erfordern die strikte Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen. Ihrer Meinung nach besteht der Sinn solcher Szenen in der Regel darin, die Illusion von Gefahr zu erzeugen und nicht darin, tatsächlich Schaden anzurichten. Die Verwendung einer Plastiktüte gilt dabei als äußerst riskant und erfordert eine ständige Kontrolle des Zustands des Partners. Michael befand sich laut Gutachten in einem Zustand schwerer Alkoholvergiftung, was seine Fähigkeit, bewusst in das Geschehen einzuwilligen, in Frage stellt. Auch wenn Michaela versuchte, seinen Wünschen zu folgen, lag die Verantwortung für die Sicherheit des Geschehens bei ihr. Michael war gefesselt und konnte sich nicht bewegen, daher konnte nur sie ihm rechtzeitig die Tüte vom Kopf nehmen. Aus dem Video geht hervor, dass er sich mindestens 8 Minuten lang in diesem Zustand befand, aber die tatsächliche Zeit könnte deutlich länger gewesen sein. Es ist nicht bekannt, wie viel Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Aufnahme der Fotos und dem Beginn der Aufzeichnung verstrichen ist. Selbst 8 Minuten ohne Zugang zu Luft sind eine lebensgefährliche Zeitspanne. Michaela hätte das erkennen müssen. Die Ermittlungen dauerten fast 2 Jahre. Die Ermittler analysierten die Beweise und versuchten, den Grad der Schuld jeder Seite sowie das Motiv für die Tat festzustellen. Am 14. Februar 2025, fast 2 Jahre nach Michaels Tod, wurde die 33-jährige Michaela Rühlersdam verhaftet und wegen einer Straftat angeklagt, die zum Tod von Michael Dale geführt hatte. Sie bekannte sich nicht schuldig. Das Gericht lehnte eine Freilassung gegen Kaution ab und Michaela wurde bis zum Prozess in Untersuchungshaft genommen. Zum Zeitpunkt der Vorbereitung des Verfahrens hatten die Parteien bereits die Richtung ihrer Argumente festgelegt. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Michaela tatsächlich dafür bezahlt habe, eine Rollenspielszene mit Fesselungselementen durchzuführen. Es gebe jedoch keine Beweise dafür, dass er darum gebeten habe, ihm eine Tüte über den Kopf zu stülpen oder seine Atmung zu behindern. Die Ermittler wiesen außerdem darauf hin, dass seine Hände und Finger fest gefesselt gewesen seien. Selbst wenn er wieder zu Bewusstsein gekommen wäre, hätte er die Tüte nicht selbst abnehmen können. Besondere Aufmerksamkeit schenkte die Staatsanwaltschaft den Fotos, die Michaela ihrem Ehemann geschickt hatte. In seinen Antworten ermutigte Brandon sie, weiterzumachen und deutete an, dass man von dem Kunden mehr Geld erhalten könne. Nach Ansicht der Anklage könnte die Frau ihre Handlungen absichtlich verstärkt haben, um zusätzliches Einkommen zu erzielen, was letztlich zu einem tragischen Ausgang geführt habe. Darüber hinaus betonten die Staatsanwälte, dass bei einem Alkoholspiegel von 0,33 Promille die Gehirnaktivität und die Entscheidungsfähigkeit ernsthaft beeinträchtigt seien. Es könne zu Bewusstlosigkeit und Atemstillstand kommen. Michael war gefesselt, konnte sich nicht selbst helfen und befand sich in einem bewusstlosen Zustand. Nach Ansicht der Ermittler hätte Michaela erkennen müssen, dass er nicht in der Lage war, das Geschehen zu kontrollieren, setzte ihre Handlungen jedoch fort. Die Verteidigung stützt sich ihrerseits ebenfalls auf die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung. Den Anwälten zufolge hätte ein derart hoher Alkoholspiegel deutlich schneller zu einem Atemstillstand führen können als im nüchternen Zustand. Darüber hinaus verstärkte das Vorhandensein von Trazodon im Blut die Wirkung der Alkoholvergiftung, was nach Ansicht der Verteidigung unabhängig von Michaelas Handlungen das Einsetzen der Erstickung beschleunigt haben könnte. Die Kombination von Alkohol mit Michaels chronischen Erkrankungen, namentlich Bluthochdruck und Diabetes, machte seinen Körper besonders anfällig für die Auswirkungen des Alkohols. Michaela wusste weder etwas über seine Krankengeschichte noch über die Medikamente, die er einnahm. Sie trug formal keine Verantwortung für seinen Zustand und seine Entscheidung an diesem Abend. Als Mikkel das Bewusstsein verlor, konnte sie nicht feststellen, ob dies auf den Alkohol und die Medikamente zurückzuführen war oder ob er lediglich eingeschlafen war. Das Hauptargument der Verteidigung war, dass Michaela keine Absicht hatte, Schaden anzurichten. Die Ermittlungen ergaben keine Hinweise darauf, dass sie vorsätzlich gehandelt hatte. Zuvor waren ihr keine Fälle von gewalttätigem Verhalten bekannt. Auf den Aufnahmen vom Tatort ist zu sehen, dass sie, als sie bemerkte, dass mit Mikkel etwas nicht stimmte, sofort den Rettungsdienst rief, vor Ort blieb und mit den Ermittlern kooperierte. Ihr Handeln mag unüberlegt gewesen sein und möglicherweise holte sie Hilfe zu spät. Es wurden jedoch keine direkten Beweise dafür gefunden, dass sie ihm Schaden zufügen wollte. Es gibt auch keine unwiderlegbaren Beweise dafür, dass es Michaela war, die Michel die Tüte über den Kopf gezogen hat.
Die Verteidigung behauptet, dass er dies selbst getan haben könnte und dass die Fixierung seiner Hände und Finger erst im Anschluss erfolgt sei. Es wird erwartet, dass bei der weiteren Untersuchung der Sachbeweise, einschließlich der Fingerabdrücke auf der Tüte und dem Klebeband, festgestellt wird, ob Michael die Kontrolle über das Geschehen hatte. Bislang wurde noch kein Termin für die Gerichtsverhandlung festgelegt. Beide Seiten arbeiten weiterhin an ihren Standpunkten, während Michaela in Haft bleibt. Im Mittelpunkt des Falles steht die Frage, wer letztendlich für Michaels Sicherheit verantwortlich war. Viele seiner Wünsche, darunter auch riskante Handlungen, wurden bereits vor dem Treffen in Briefen und Telefongesprächen geäußert. Selbst wenn er zu diesem Zeitpunkt bereits betrunken war, konnte Michaela dies nicht im Voraus wissen. Besondere Aufmerksamkeit widmete die Untersuchung einem Punkt: Michaels Bitte, das Spielzeug mit Klebstoff in seinem Mund zu befestigen. Michaela lehnte diese Forderung ab, da sie für gefährlich hielt. Diese Tatsache deutet darauf hin, dass Michael Interesse an Handlungen zeigte, die mit einer Einschränkung der Atmung verbunden waren. Möglicherweise wechselten sie aus diesem Grund zu der Variante mit der Plastiktüte über dem Kopf, die als mildere Alternative angesehen wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass die Verteidigung versuchen wird, die Version zu vertreten, dass Michael bewusst ein Risiko eingegangen ist. Sein Zustand vor den Ereignissen, seine Depressionen und sein Alkoholmissbrauch könnten als Anzeichen dafür interpretiert werden, dass er sich selbst schaden wollte. Die Tatsache, dass Michaela sich weigerte, bestimmte Aufforderungen zu befolgen, deutet jedoch darauf hin, dass sie sich der Gefahr solcher Handlungen bewusst war. Es stellt sich die Frage: Wenn sie sich des Risikos bewusst war, warum hat sie dann nicht dieselbe Logik angewendet, als sie ihm den Plastikbeutel über den Kopf zog? Möglicherweise war sie der Meinung, dass sie genügend Platz zum Atmen gelassen hatte, oder sie bemerkte nicht, dass Michael das Bewusstsein verloren hatte. Auf dem Video, auf dem sie neben dem regungslosen Michael zu sehen ist, entsteht der Eindruck, dass sie dachte, er schliefe. Aber wenn sie wirklich glaubte, er sei eingeschlafen, ist unverständlich, warum sie die Tüte nicht abnahm, obwohl sie wusste, dass seine Atmung eingeschränkt war. Die Frage nach den Grenzen der Verantwortung bleibt entscheidend. Michael selbst ergriff die Initiative und bestand auf gefährlichen Handlungen, befand sich jedoch in einem Zustand starker Alkoholvergiftung, in dem ein Mensch die Fähigkeit verliert, wirksam einzuwilligen. Wäre die Situation umgekehrt gewesen und hätte eine Frau in einem solchen Zustand unter einer intimen Szene gelitten, wäre die Frage der Einwilligung ebenso akut gewesen. In diesem Fall gilt die gleiche Logik auch für Michael. Somit bleibt unklar, zu welchem Zeitpunkt Michaela hätte erkennen müssen, dass das Geschehen die Grenzen des Sicheren überschritten hatte und dass Michael nicht mehr in der Lage war, die Situation zu kontrollieren. Selbst wenn man annimmt, dass er bewusst ein Risiko eingegangen ist oder darum gebeten hat, alles bis zum Äußersten zu treiben, entbindet dies sie nicht von der Verantwortung für die Handlungen, die zu dem tragischen Ausgang geführt haben. Bei der Analyse des Geschehens lässt sich sagen, dass Michaela verstand, dass Michael Interesse an ungewöhnlichen und riskanten Praktiken zeigte. Im Verlauf des Abends geriet die Situation jedoch zunehmend außer Kontrolle. Nach der Korrespondenz und der Art seiner Bitten zu urteilen, stimmte er der Verwendung des Beutels vermutlich zu, obwohl dies nicht mit Sicherheit bestätigt werden kann. Nach den vorliegenden Informationen wurde jede neue, extremere Forderung von Michael von einer Diskussion über die Bezahlung begleitet. Möglicherweise erhielt Michaela umso höhere Beträge, je weiter ihre Handlungen gingen, wodurch sich die Situation schrittweise zu einer gefährlichen Eskalation entwickelte. Aufgrund der bekannten Fakten lässt sich nicht nachvollziehen, dass sie Michael absichtlich schweren Schaden zufügen wollte. Ihre Handlungen können als unverantwortlich und riskant bezeichnet werden. Es gibt jedoch bislang keine Beweise für eine vorsätzliche Straftat. Aus rechtlicher Sicht handelt es sich eher um eine fahrlässige Tötung, die in Kalifornien als unbeabsichtigte Straftat eingestuft wird. Diese Einstufung entspricht den Umständen des Falles. Es ist bekannt, dass Michael stark alkoholisiert war und keine rationalen Entscheidungen treffen konnte, während Michaela sich aufgrund ihrer Erfahrung im Bereich der Dienstleistungen für Erwachsene und ihres Verständnisses für die Besonderheiten solcher Praktiken der bestehenden Risiken bewusst war. Sie wusste, dass das Fesseln und die Verwendung des Beutels lebensgefährlich waren und genau diese Handlungen führten, wenn auch ohne Absicht, zu dem tragischen Ausgang. Die Ermittlungen schließen jedoch nicht aus, dass es zusätzliche Beweise gibt, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden.
Möglicherweise verfügt die Staatsanwaltschaft über Materialien, die auf ein anderes Motiv oder einen anderen Grad der Verantwortung hinweisen könnten. Die Geschichte von Michaela Rülersdam bleibt eine der umstrittensten in der modernen Rechtspraxis. Es gibt hier keine offensichtlichen Bösewichte oder einfachen Antworten. Alles, was in dieser Nacht geschah, spielte sich zwischen zwei erwachsenen Menschen ab, doch einer von ihnen konnte seine Version der Ereignisse nie mehr schildern. War es ein tragischer Unfall, die Folge von Leichtsinn und Gier oder ein subtil verschleiertes Verbrechen unter dem Deckmantel der Einwilligung? Darüber wird nun das Gericht zu entscheiden haben. Eines bleibt offensichtlich: Hinter dem äußeren Bild einer erfolgreichen Frau und einer perfekten Familie verbarg sich ein gefährliches Doppelleben, in dem Vergnügen und Risiko miteinander verschmolzen und zu einem tödlichen Ausgang führten. Wenn Michaelas Fall vor Gericht kommt, wird dort die wichtigste Frage entschieden: Wo verläuft die Grenze zwischen persönlicher Entscheidung und krimineller Fahrlässigkeit? Und wer trägt letztlich die Verantwortung für diese schicksalhafte Nacht? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Madeleine Kingsbury wurde am 1. Juni 1996 in Minnesota geboren und war das jüngste von 3 Kindern in der Familie. Schon in jungen Jahren stach sie unter ihren Altersgenossen hervor. Sie war kontaktfreudig, energiegeladen, hatte ein lebhaftes Temperament und ein unerschöpfliches Interesse an allem Neuen. Ihre Kindheit verbrachte sie in Farmington, wo sie in einer liebevollen und unterstützenden Umgebung aufwuchs, obwohl ihre Eltern sich später scheiden ließen und neue Familien gründeten. Die Beziehungen innerhalb der Großfamilie blieben jedoch herzlich. Während ihres Studiums an der Universität lernte Madeleine Adam Fravel kennen. Sie heirateten nicht offiziell, lebten aber zusammen und wurden bald Eltern. Zuerst wurde eine Tochter geboren, dann ein Sohn. Die Beziehung zu Adam schien zunächst stabil zu sein. Er machte den Eindruck eines fürsorglichen Partners, war immer da und unterstützte Madeleine in ihrem Bestreben, eine Ausbildung zu absolvieren. Nach der Geburt des ersten Kindes gab er vorübergehend sein Studium und seine Arbeit auf, damit sie die Universität abschließen konnte. Diese Entscheidung wurde damals als Akt der Fürsorge und der gemeinsamen Verantwortung wahrgenommen. Nach der Geburt des zweiten Kindes änderte sich jedoch die Situation in der Familie. Es kam zu internen Konflikten. Vor dem Hintergrund der Pandemie verlor Adam seine Arbeit und sein Einkommen. Madeleine versorgte die Familie vollständig. Sie arbeitete Vollzeit in der Mayo Clinic als Koordinatorin für klinische Studien und setzte ihr Masterstudium an der University of Minnesota fort. Gleichzeitig kümmerte sie sich um 2 kleine Kinder im Alter von 5 und 2 Jahren. Trotz der wachsenden Belastung kam Madeleine ihren Pflichten nach. Ihre Familie bemerkte, dass Adam sich praktisch nicht an der Erziehung der Kinder beteiligte. Madeleines Verwandte betonten, dass die gesamte Verantwortung für den Haushalt, die Kinder und die alltäglichen Aufgaben ausschließlich auf ihren Schultern lastete. Sie selbst gab gegenüber ihren Angehörigen mehrmals zu, dass sie sich in ihrer Beziehung überfordert und einsam fühlte. Adams Familienmitglieder behaupteten ihrerseits, dass er in ihrem gemeinsamen Leben keine Initiative zeigte und nicht bestrebt war, einen gleichberechtigten Anteil der Verantwortung zu übernehmen. Als die Spannungen in der Beziehung zunahmen, begann Adam, sich autoritär zu verhalten. Er schränkte Madeleines Kommunikation ein, verlangte, dass sie ihm ihre Nachrichten auf dem Handy zeigte und reagierte eifersüchtig auf jeden Kontakt mit anderen Männern. Mit jedem Monat griff Adam immer häufiger zu psychischem Druck, Kontrolle und, wie sich später herausstellte, zu körperlicher Gewalt. Diese Vorfälle blieben für Außenstehende verborgen und nur die engsten Vertrauten wussten, was innerhalb der Familie vor sich ging. Madeleines Verwandte berichteten, dass sie nicht sofort erkannte, wie weit die Situation bereits fortgeschritten war. Sie hoffte, um der Kinder willen den Frieden zu bewahren und versuchte, sich zu einigen und Kompromisse zu finden. Irgendwann jedoch begann Adam, ihr zu drohen, wobei er den aufsehenerregenden Mord an Gabby Petito als Beispiel anführte. Laut Madeleines Schwester und Freundinnen sagte er wörtlich: »Wenn du nicht tust, was ich sage, endest du wie Gabby.« Alle, die von dieser Drohung wussten, drängten sie, sich an die Polizei zu wenden. Aber Madeleine befürchtete, dass eine Verhaftung Adams die Psyche der Kinder beeinträchtigen würde.
Trotz der schwierigen Beziehung war sie fest davon überzeugt, dass die Kinder den Kontakt zu ihrem Vater brauchten. Genau diese Überzeugung und die Angst, einen noch größeren Konflikt zu provozieren, hielten sie davon ab, offizielle Schritte zu unternehmen. Die Sorge um ihre eigene Sicherheit trat gegenüber der Angst vor einer Eskalation der Situation in den Hintergrund. Nach einiger Zeit beschloss Madeleine, sich endgültig von Adam zu trennen. Kurz vor ihrem Verschwinden teilte sie ihm mit, dass sie den geplanten Umzug ablehne. Ursprünglich war vorgesehen, dass sie in der Nähe seiner Eltern wohnen würde, damit die Kinder ihren Vater öfter sehen könnten. Madeleine änderte jedoch ihre Meinung und entschied, dass es für die Kinder besser sei, in Winona zu bleiben, in ihrer gewohnten Umgebung mit ihrem Kindergarten. Außerdem wollte sie ihren Job nicht aufgeben und die Unterstützung ihrer Freunde verlieren. Tatsächlich war ihre Beziehung zu Adam bereits beendet, obwohl sie weiterhin zusammenlebten. Trotz ihrer wachsenden Unruhe versuchte Madeleine, ein normales Leben zu führen und Pläne für die Zukunft zu schmieden. Sie verabredete sich mit ihrer Schwester für den 1. April, um ihr ihre Tochter zu bringen. Dieses Treffen war für sie sehr wichtig und sie hatte nicht vor, es abzusagen. Später erinnerten sich ihre Angehörigen daran, wie sie erzählte, dass Adam ihr selbst dann keine Hilfe anbot, wenn sie krank oder überlastet war. Er konnte stundenlang in einem anderen Zimmer sitzen, ohne auf das Weinen des Kindes oder die Unordnung im Haus zu achten. Trotz seiner Untätigkeit versuchte Adam nicht, sich zu erklären oder die Situation zu ändern. Er unternahm keine Anstrengungen, eine feste Anstellung zu finden, und seine seltenen Äußerungen über neue berufliche Pläne wurden nie in konkrete Schritte umgesetzt. Dabei blieb er im Haus, nutzte Madeleines Geld und verhielt sich wie jemand, der die Veränderungen bewusst nicht wahrnahm. Seine Gleichgültigkeit wurde als bewusste Haltung und nicht als vorübergehende Schwäche wahrgenommen. Dieser Umstand war einer der Hauptgründe für Madeleines Entscheidung, diese Beziehung zu beenden. Vor dem Hintergrund der sich weiter verschlechternden Beziehung begann Adam, Madeleine immer strenger zu kontrollieren. Seine Eifersucht beschränkte sich nicht auf emotionale Reaktionen, sondern äußerte sich in systematischen Eingriffen in ihr Privatleben. Er verlangte von Madeleine, ihm den Inhalt ihrer Korrespondenz zu zeigen, insbesondere wenn es um Kontakte zu Männern ging. Dies geschah nicht nur einmal, sondern wurde zur Norm in ihrer täglichen Kommunikation. Es kam bereits zu Fällen körperlicher Gewalt. Als Madeleine einmal mit einer Freundin per Videotelefonie sprach und ihr Kind auf dem Arm hielt, kam Adam ins Zimmer und schlug Madeleine ins Gesicht. Dies ging nicht mit einem Streit einher. Der Schlag kam plötzlich. Die Freundin sah dies in Echtzeit und bestätigte den Vorfall später gegenüber der Polizei. Außerdem erinnerte sie sich an andere Momente, in denen sie Blutergüsse im Gesicht von Madeleine oder Druckstellen am Hals bemerkt hatte. Madeleine erklärte dies mit den Worten: „Wenn ich gehe, könnte er mich umbringen." Madeleines Eltern berichteten ebenfalls von ähnlichen Situationen. Als ihre Tochter sie einmal wegen eines neuen Konflikts um Hilfe bat, holten sie mit den Kindern zu sich, in der Hoffnung, dass sie nicht in die unsichere Situation zurückkehren würde. Nach 3 Tagen entschied sich Madeleine jedoch, zurückzukehren. Sie begründete dies mit der Notwendigkeit, den Kindern, die die Situation nicht verstanden, Stabilität zu bieten. Es fiel ihr schwer, eine endgültige Entscheidung zu treffen, da sie sich sowohl für ihr eigenes Wohlergehen als auch für das ihrer Kinder verantwortlich fühlte. Trotz der ständigen Überredungsversuche von Verwandten und Freunden zögerte Madeleine, den entscheidenden Schritt zu tun, doch die Situation verschlechterte sich weiter. Adam kontrollierte weiterhin jeden ihrer Schritte und Madeleine gab immer öfter zu, dass sie sich sogar in ihrem eigenen Haus verfolgt fühlte. Sie erzählte ihrer Schwester, dass er ihr buchstäblich durch die Zimmer folgte, um zu überprüfen, mit wem sie sprach und was sie am Telefon tat. Kurz vor ihrem Verschwinden machte sich Madeleine keine Illusionen mehr, doch ihr Wunsch, ohne Skandal zu gehen und gleichzeitig den Kindern den Zugang zu ihrem Vater zu ermöglichen, spielte ihr einen verhängnisvollen Streich. Sie befand sich in einer Situation, in der der Versuch, sich seiner Kontrolle zu entziehen, letztlich den Auslöser für die Tragödie darstellte. Kurz vor der Tragödie begann Madeleine, sich mit einem Mann zu treffen, mit dem sie eine neue Beziehung eingegangen war. Dieser Mann war Spencer, ihr ehemaliger Kommilitone, mit dem sie wieder Kontakt aufgenommen hatte.
Obwohl sie nicht zusammenlebten und ihre Beziehung nicht öffentlich machten, waren Madeleines Angehörige über die Entwicklung dieser Beziehung informiert. Den Ermittlungsbehörden vorliegenden Informationen zufolge war ihre Beziehung weder offiziell noch alltäglich. Diese Annäherung löste jedoch bei Adam eine starke negative Reaktion aus. Er verbot Madeleine, sich in seiner Gegenwart mit Spencer zu unterhalten und äußerte offen seine Unzufriedenheit über diese Beziehung. Madeleine war gezwungen, ihre Veränderungen zu verbergen, da Adam jede Form von Unabhängigkeit als Bedrohung empfand. Sie handelte äußerst vorsichtig. Sie erzählte ihm nicht sofort von ihrer Planänderung, schob das Gespräch über den Umzug hinaus und teilte die Details niemandem außer einem kleinen Kreis von Vertrauten mit, nicht einmal ihrer Mutter und ihrer Schwester. Sie bat darum, dies nicht öffentlich zu diskutieren, damit Adam nicht zufällig davon erfahren würde. Spencer wiederum mischte sich nicht in die Entscheidungen ein. Er arbeitete nach Madeleines Verschwinden mit der Polizei zusammen und legte ein Alibi vor, das sich bestätigte. Im Rahmen der Ermittlungen wurden keine Hinweise auf seine Beteiligung an dem Verschwinden gefunden. Allein die Tatsache, dass er in Madeleines Leben präsent war, verstärkte jedoch die Spannungen in ihrem Zuhause. Adam hatte das Gefühl, die Kontrolle über die Situation zu verlieren. Zu Beginn des Frühjahrs 2023 war Madeleine an einem Punkt angelangt, an dem die Vergangenheit in ihrem Bewusstsein abgeschlossen war und ein neues Kapitel kurz vor dem Beginn stand. Ihr Weggang von Adam kam für ihre Angehörigen nicht überraschend, aber sie hielt ihn bewusst geheim, bis sie das Gefühl hatte, dass alles vorbereitet war. Ihre Angst vor Adams Reaktion war nicht unbegründet. Sie vertraute ihm nicht und hielt es daher für notwendig, die Details bis zum Tag des Umzugs geheim zu halten. Madeleines Entscheidung, still, aber für immer zu gehen, war der logische Abschluss ihres inneren Konflikts. Sie brauchte einen Neuanfang und stand bereits an dessen Schwelle. Am Morgen des 31. März 2023 brachte Madeleine, wie üblich, zusammen mit Adam die Kinder in den Kindergarten. Die Kameras zeichneten auf, wie sie beide gegen 8 Uhr morgens die Kinder brachten und das Gebäude verließen, wobei sie die Kleinen in der Einrichtung zurückließen. Danach kehrten sie nach Hause zurück. Laut Adam sollte Madeleine noch ein wenig arbeiten und dann ins Büro fahren. Freitags arbeitete sie vor Ort. Er behauptete, dass sie sich nach ihrer Rückkehr nach Hause nicht mehr gesehen hätten. Der letzte gesicherte Hinweis auf Madeleines Aktivitäten ist ihre Nachricht an ihre Schwester Megan. Um 8:15 Uhr schickte sie eine Nachricht mit einem Kommentar zu einem Foto, über das sie am Vortag gesprochen hatten. Der Ton war locker und freundlich. Danach meldete sie sich nicht mehr. Im Laufe des Tages antwortete sie auf keine Nachrichten und nahm keine Anrufe entgegen. Das machte ihre Mutter Christa sofort misstrauisch. Sie versuchte, ihre Tochter anzurufen, aber ohne Erfolg. Als sie keine Antwort erhielt, schrieb sie Megan und fragte, ob sie im Laufe des Tages mit Madeleine gesprochen habe. Megan bestätigte, dass sie sich am Morgen geschrieben hatten, aber seitdem hatte Madeleine sich nicht mehr gemeldet. In ihrer Familie war es nicht üblich, sich ohne Erklärung für längere Zeit zu verdrücken. Ein solches Verhalten entsprach nicht Madeleines Gewohnheiten, vor allem angesichts der Tatsache, dass sie Kinder hatte und immer in Kontakt blieb. Als Megan erkannte, dass die Situation nicht normal war, beschloss sie zu handeln. Da sie sich in einer anderen Stadt befand und nicht persönlich zu Madeleines Haus fahren konnte, rief sie Kate an, eine enge Freundin ihrer Schwester, die in der Nähe wohnte, und bat sie, zu Madeleines Haus zu fahren. Kate willigte ein und machte sich auf den Weg. Als sie dort ankam, sah sie, dass Madeleines Minivan in der Garage stand. Das war ein alarmierendes Zeichen. Wenn das Auto da war, aber Madeleine nicht antwortete, bedeutete das, dass sie entweder zu Hause war oder dass ihr etwas zugestoßen war. Kate klopfte an die Tür, aber niemand antwortete. Das Licht im Haus war nicht an, es war keine Bewegung zu sehen. Sie rief mehrmals auf Madeleines Telefon an, aber es kam keine Antwort. Die Erkenntnis, dass etwas eindeutig nicht stimmte, kam schnell. Kate kontaktierte die Polizei von Winona und beantragte eine Überprüfung des Zustands der Bewohnerin. Sie erklärte die Situation, wies darauf hin, dass Madeleine den ganzen Tag nicht erreichbar war und fügte hinzu, dass sie in letzter Zeit ernsthafte Differenzen mit ihrem Ehemann hatte. Am Abend kam ein Polizist zu Madeleines Haus, sah sich das Gelände an, klopfte an die Tür und schaute durch die Fenster.
Das Auto stand immer noch an seinem Platz. Niemand öffnete die Tür. Es gab keine sichtbaren Anzeichen für einen Einbruch oder eine Unordnung im Haus. Der Polizeibeamte kontaktierte die Verwandten und Adam. Der Ehemann teilte mit, dass er Madeleine seit dem Morgen nicht gesehen habe und dass sie die Kinder nicht wie üblich abgeholt habe, weshalb er sie selbst aus dem Kindergarten geholt und zu seinen Eltern nach Mabel, einer Stadt etwa eine Autostunde von Winona entfernt, gebracht habe. Er zeigte sich nicht besonders beunruhigt und hatte ihr Verschwinden bis zu diesem Zeitpunkt nicht gemeldet. Trotz aller Anzeichen weigerte sich die Polizei sofort, eine Vermisstenanzeige aufzunehmen. Gemäß den örtlichen Vorschriften mussten 24 Stunden seit dem letzten Kontakt verstreichen. Dies verwirrte die Verwandten, da sie deutlich erklärt hatten, dass Madeleines Verhalten untypisch für sie sei und möglicherweise eine Gefahr bestehe. Dennoch änderte niemand die offizielle Vorgehensweise. Die erste Nacht nach Madeleines Verschwinden verbrachte die Familie in Ungewissheit. Es gab keine Neuigkeiten, keinen einzigen bestätigten Hinweis darauf, wo sie sich befinden könnte. Weder Freunde noch Kollegen wussten, wohin sie gegangen sein könnte, und ihr Telefon war weiterhin nicht erreichbar. Versuche, sie anzurufen oder ihre Aktivitäten über eine App zu verfolgen, blieben erfolglos. Alles deutete darauf hin, dass Madeleine nicht einfach verschwunden war, sondern plötzlich aus dem Leben gerissen worden war und nur Stille hinterlassen hatte. Nach der offiziellen Meldung von Madeleines Verschwinden begann die Polizei mit der Aufnahme von Zeugenaussagen und Adam stand sofort im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. In seiner Aussage berichtete er, dass sie am Morgen des 31. März, nachdem sie gemeinsam die Kinder in den Kindergarten gebracht hatten, nach Hause zurückgekehrt seien. Seinen Angaben zufolge begann Madeleine ein Online-Meeting zur Arbeit, während er sich mit dem Packen seiner Sachen beschäftigte, da er sich auf den Umzug zu seinen Eltern vorbereitete. Er behauptete, dass er einen Teil der Kartons nach Mabel bringen wollte und den anderen Teil ins Lager. Seiner Version zufolge verließ er das Haus, fuhr zu einer Tankstelle, kehrte dann zurück, um die Kartons zu laden und machte sich anschließend auf den Weg nach Mabel. Auf halbem Weg habe er jedoch festgestellt, dass er versehentlich die für das Lager bestimmten Kisten mitgenommen hatte, weshalb er umgedreht sei und nach Winona zurückgefahren sei. Seinen Angaben zufolge war er von etwa 10:30 bis zum Mittag unterwegs. Als er nach Hause zurückkehrte, sah er, dass das Auto noch dort stand, Madeleine jedoch nicht mehr da war. Später holte er die Kinder selbst aus dem Kindergarten ab und fuhr zu seinen Eltern, wo er den Rest des Tages verbrachte. Die Polizei überprüfte die Aufzeichnungen der Überwachungskameras in der Umgebung. Bereits in den ersten Tagen der Datenanalyse wurden offensichtliche Unstimmigkeiten in Adams Aussage festgestellt. Eine Kamera am Nachbarhaus zeichnete auf, wie er um 9:44 Uhr das Haus verließ, zum Auto ging, das Nummernschild abnahm und wenige Minuten später ein anderes anbrachte. Um 9:55 Uhr setzte er sich ins Auto und um 10 Uhr fuhr das Auto aus der Einfahrt. Um 10:02 Uhr wurde es bereits von Kameras an einer nahegelegenen Tankstelle erfasst. Anschließend wurde das Auto an verschiedenen Punkten in südlicher Richtung auf der Autobahn 43 in Richtung Mabel registriert. Entgegen Adams Aussage wurde er jedoch von der Kamera in der Nähe von Mabel nicht erfasst. Stattdessen fuhr das Auto nach einer langen Pause, in der es auf keiner der Kameras zu sehen war, gegen 13:28 Uhr wieder in den Hof des Hauses in Winona. Diese zeitliche Lücke blieb ungeklärt. Keine Kamera hat in diesem Zeitraum das Auto oder seinen Fahrer erfasst. Dies verstärkte den Verdacht, dass er sich zu dieser Zeit an einem Ort ohne Kameras aufgehalten hatte und etwas zu verbergen versuchte. Als die Polizei Adam erneut befragte, konnte er nicht überzeugend erklären, warum er die Nummernschilder gewechselt hatte, warum seine Route von den Daten der Kameras abwich und warum die GPS-Navigation in seinem Telefon keine Daten über die Fahrt gespeichert hatte. Es stellte sich heraus, dass er am Tag vor Madeleines Verschwinden die Geolokalisierungsfunktionen auf allen seinen Konten, einschließlich mehrerer Gmail-Adressen, deaktiviert hatte. Außerdem hatte er sein Heimvideoüberwachungssystem deaktiviert. Darüber hinaus wurde das Überwachungssystem entfernt, das bei Adams Eltern installiert war, zu denen er später mit den Kindern fuhr. Bei der Durchsuchung des Hauses wurden die entfernten Teile des Videosystems gefunden und die Speicherkarten selbst wurden beschlagnahmt. Adam konnte nicht erklären, warum dies genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, als Madeleine verschwand.
Er behauptete, dies habe mit den Vorbereitungen für den Umzug zu tun, aber keiner dieser Schritte erschien unter den gegebenen Umständen logisch. Die Ermittler werteten dies als Versuch, alle visuellen Spuren von Bewegungen oder möglichen Konflikten zu verbergen. Besondere Aufmerksamkeit erregte Adams Verhalten nach dem Verschwinden. Er beteiligte sich nicht an der Suche, zeigte keine Initiative bei der Sammlung von Informationen, vermied öffentliche Kommentare und hielt keinen Kontakt zu den Freiwilligen. Später behauptete er, die Polizei habe ihn gebeten, sich nicht einzumischen, was jedoch von offiziellen Vertretern der Ermittlungsbehörden dementiert wurde. All diese Handlungen, die Weigerung, sich an der Suche zu beteiligen, die Manipulation der Nummernschilder, die Abschaltung der Videosysteme, das Fehlen von Geolokalisierungsdaten, ergaben ein einheitliches Bild. Zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen wurde deutlich, dass Adams' Verhalten nicht dem Verhalten eines Menschen entsprach, der wirklich besorgt über das Verschwinden der Mutter seiner Kinder war. Und obwohl noch keine offizielle Anklage erhoben worden war, konzentrierten sich die Ermittlungen auf ihn. Am 1. April 2023 führte die Polizei eine erneute Durchsuchung des Hauses von Madeleine und Adam durch. Im Haus befanden sich Madeleines persönliche Gegenstände, ohne die sie nicht freiwillig gegangen sein konnte. In der Küche standen ihre Tasse und ihr Teller. Im Flur hing ihre Jacke, in der sie auf den morgendlichen Kameras des Kindergartens zu sehen war. Auch ihr Telefon und ihre Handtasche befanden sich an ihren gewohnten Plätzen im Haus. Genau diese Gegenstände deuteten darauf hin, dass Madeleine das Haus nicht freiwillig verlassen hatte. Sie konnte nicht zur Arbeit oder anderswo hingehen, ohne die Dinge mitzunehmen, die sie für die Kommunikation und ihre Arbeit benötigte. Dies wurde auch von Mitarbeitern der Mayo Clinic bestätigt, wo sie an diesem Tag im Büro erscheinen sollte. Besonderes Interesse weckte bei den Ermittlern die Garage. Die Untersuchung ergab, dass Adam am Vorabend erneut die Nummernschilder am Auto gewechselt hatte. Zum Zeitpunkt des Polizeibesuchs waren die Originalnummern bereits wieder angebracht, obwohl die Kameras am Tag zuvor ihre Demontage aufgezeichnet hatten. Dies deutete auf bewusste Handlungen hin, die darauf abzielten, Spuren zu verwischen. Die Durchsuchung ergab keine Spuren eines Kampfes oder von Blut, aber die Experten bemerkten Anzeichen für eine mögliche Säuberung. In einem Müllcontainer in der Nähe des Hauses wurden verbrannte Plastik- und Elektronikteile gefunden. Eine spätere Untersuchung ergab, dass es sich dabei um die Überreste eines Laptops handeln könnte. Auch die Matratze im Schlafzimmer weckte Verdacht. Sie war ohne Bettlaken und wies Flecken auf, die zur Laboranalyse geschickt wurden. In der nächsten Phase wurde das Haus von Adams' Eltern durchsucht. Dort wurden im Müllbereich mehrere weggeworfene elektronische Geräte gefunden. In der Nähe befanden sich Spuren einer Feuerstelle, in der nach vorläufiger Einschätzung das Gehäuse des Laptops verbrannt worden war. Auf dem Grundstück befand sich auch Adams' Auto. Im Laderaum lag eine Gartenschaufel. Ein Nachbar, der eine Überwachungskamera installiert hatte, übergab der Polizei die Aufzeichnung. Nach Madeleines Verschwinden wurde Adam am Steuer eines Lastwagens gesehen, in dem sich genau diese Schaufel befand. Die Ermittler setzten Hunde ein, die darauf trainiert waren, menschliche Überreste aufzuspüren. Die Hunde reagierten sowohl auf die Schaufel als auch auf den Laderaum des Fahrzeugs. Daraufhin behaupteten Adams' Verwandte, dass Adams' Vater einige Tage zuvor angeblich das Werkzeug benutzt habe, um ein totes Tier vom Grundstück zu entfernen. Experten zufolge sind die Hunde jedoch darauf trainiert, zwischen menschlichen und tierischen Gerüchen zu unterscheiden. Ihre Reaktion bestätigte das mögliche Vorhandensein von Spuren menschlichen Gewebes. Parallel dazu wurde Adam erneut zum Verhör vorgeladen. An seinem Gesicht und Hals waren frische Kratzer zu sehen. Er erklärte diese mit angeblichen Kontakten mit Tieren oder Trainingsgeräten. Diese Versionen erschienen den Ermittlern wenig glaubwürdig. Die medizinische Untersuchung ergab, dass die Verletzungen typisch für einen Verteidigungsversuch oder einen Konflikt waren und nicht für zufällige Kratzer. Am 7. Juni 2023 kam es zu einem Wendepunkt im Fall Madeleine Kingsbury. An diesem Tag wurde die Leiche der Frau in einem alten Brunnen in der Nähe eines Waldgebiets gefunden, das weit entfernt von Wohnhäusern im Bezirk Houston liegt. Die Entdeckung war das Ergebnis einer gezielten Suche durch das Ermittlungsteam, einschließlich der Untersuchung der Routen, die Adam am Tag ihres Verschwindens zurückgelegt hatte. Die Überreste waren in ein gewöhnliches weißes Laken gewickelt und anschließend fest mit Klebeband fixiert worden.
Bei der Untersuchung wurden zudem Fragmente eines grauen Handtuchs sowie eines Stoffbezugs eines Kissens gefunden. Alle diese Gegenstände waren so zusammengerollt worden, dass die Ausbreitung des Geruchs minimiert und die Auffindung der Leiche erschwert werden sollte. Der Ort war abgelegen und schwer zugänglich. Der alte, seit langem nicht mehr genutzte Brunnen befand sich auf einem Grundstück, das keine direkte Verbindung zum Haus von Frevel hatte. Später stellte sich jedoch heraus, dass dieses Grundstück mit Mitgliedern seiner Familie in Verbindung stand. Unmittelbar nach der Identifizierung der Leiche anhand von DNA und charakteristischen Merkmalen wurde Adam festgenommen. Der Haftbefehl wurde umgehend ausgestellt. Bei seiner Festnahme leistete er keinen Widerstand. Er wurde offiziell wegen vorsätzlichen Mordes 2. Grades mit erschwerenden Umständen, mit besonderem Vorsatz und außergewöhnlicher Grausamkeit angeklagt. Die Staatsanwaltschaft legte dem Gericht die Materialien vor, die in mehr als 2 Monaten Ermittlungsarbeit gesammelt worden waren. Die Ermittler stellten fest, dass das Laken aus dem Brunnen identische Markierungen und Muster aufwies wie die Wäsche, die im gemeinsamen Schlafzimmer gefunden worden war, und dass das Handtuch sowie der Bezug aus demselben Set stammten, das im Abstellraum aufbewahrt wurde. Auf dem Klebeband blieben Teilabdrücke zurück, die mit dem Biomaterial von Frevel übereinstimmten. Außerdem wurden an den Rändern des Stoffes mikroskopisch kleine Partikel gefunden, die mit Staub und Fasern aus dem Kofferraum von Madeleines Auto übereinstimmten. Die Motive für das Verbrechen hängen laut Ermittlungen mit einer Reihe von Faktoren zusammen. An erster Stelle stand die Kontrolle. Adam war sich bewusst, dass er seinen Einfluss auf Madeleine verloren hatte. Sie wollte wegziehen, begann eine neue Beziehung und unterwarf sich nicht mehr seinen Regeln. Das zerstörte sein gewohntes Leben. Der zweite Faktor war finanzieller Natur. Madeleine hatte eine Versicherung abgeschlossen und im Falle ihres Todes hätte Adam Anspruch auf eine Auszahlung gehabt. Außerdem hätte Madeleines Weggang eine Aufteilung der Verantwortung für die Kinder bedeutet, was ihm die Möglichkeit genommen hätte, die Situation weiter zu manipulieren. Die Experten, die die Leiche untersuchten, stellten fest, dass Madeleines Tod durch Ersticken verursacht wurde. Das Fehlen von Anzeichen eines Kampfes an dem Ort, an dem die Leiche gefunden wurde, bestätigte indirekt die Vermutung, dass die Tat an einem anderen Ort begangen worden war, wahrscheinlich im Haus des Opfers. Die an diesem Fall arbeitenden Psychologen betonten, dass solche Verbrechen in der Regel von Personen aus dem engen Umfeld begangen werden, wenn Gewalt die letzte Stufe der Eskalation eines Konflikts darstellt und als Versuch dient, die Kontrolle zurückzugewinnen und nicht als zufällige Manifestation von Aggression. Nach seiner Verhaftung weigerte sich Adam Fravel, mit den Ermittlern zu kooperieren. Bei den Verhören vermied er direkte Antworten und berief sich auf Müdigkeit oder Verwirrung seiner Erinnerungen. Er bekannte sich nicht schuldig, doch im Verlauf der Vorverhandlungen befand das Gericht die vorgelegten Beweise für ausreichend, um ein vollständiges Strafverfahren einzuleiten. Als vorbeugende Maßnahme wurde Untersuchungshaft ohne Recht auf Kaution angeordnet. So begann sich 68 Tage nach ihrem Verschwinden die Wahrheit in den Fakten abzuzeichnen. Spekulationen, Verdächtigungen und Ängste wurden durch Beweise ersetzt. Und obwohl Madeleines Leben nicht mehr zurückgebracht werden konnte, gelang es den Ermittlern, das Wichtigste zu erreichen, eine Antwort auf die Frage zu geben, was mit ihr geschehen war und wer dafür verantwortlich war. Nach Adams Verhaftung begann eine lange und schmerzhafte Phase, die juristische Umsetzung der Gerechtigkeit. Die Anklage basierte auf einer Vielzahl indirekter und direkter Beweise. Von den im Haus gefundenen Spuren bis hin zur Übereinstimmung zwischen den im Brunnen entdeckten Gegenständen und jenen, die sich im Besitz des Angeklagten befanden. Zeugenaussagen, Expertengutachten und die Geschichte der Beziehung fügten sich zu einem logischen Gesamtbild zusammen. Das Gericht setzte eine Vorverhandlung an, in der Adam weiterhin seine Unschuld beteuerte. Er erklärte, er wisse nicht, wie Madeleines Leiche in den Brunnen gelangt sei und behauptete, er hätte ihr niemals etwas antun können. Seine Verteidigung versuchte, die Ereignisse als Missverständnis oder als Fehler der Ermittler darzustellen, doch die öffentliche Meinung war nahezu einstimmig. Vor dem Hintergrund der Gerichtsverfahren ging ein weiterer Kampf weiter, der Kampf der Familie Madeleines um das Sorgerecht für die Kinder. Die Verwandten strebten das gesetzliche Recht an, die Kinder zu sich zu holen, um sie vor dem Einfluss ihres Vaters zu schützen, gegen den weiterhin ermittelt wurde. Ein Urteil des Gerichts liegt derzeit noch nicht vor.
Das Gerichtsverfahren befindet sich in der Warte- bzw. Anhörungsphase. Adam befindet sich weiterhin in Haft ohne Recht auf Kaution und die Staatsanwaltschaft sammelt umfassende Beweise für das Gericht. Hinter all diesen Aktivitäten blieb das Wesentliche zurück. 2 Kinder, die ohne Mutter und praktisch ohne Vater zurückblieben. Ein Leben, das in Stille zerstört wurde, hinterließ eine allzu laute Spur. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Diese unglaubliche Geschichte verwirrte die Ermittler und FBI-Agenten, die noch nie zuvor mit etwas Ähnlichem konfrontiert worden waren. Sie enthält so viele seltsame und unvorhersehbare Momente, dass ein Film, der darauf basieren würde, den Zuschauern zu verwirrend erscheinen würde. Nur, dass dieser Fall im wirklichen Leben passiert ist und zu einem der ungewöhnlichsten in der Geschichte geworden ist. Mindy Mebane wurde 1982 in South Carolina geboren. Sie hatte liebevolle Eltern und 2 jüngere Brüder. Seit ihrer Kindheit zeichnete sie sich durch ihr Mitgefühl und ihre Freundlichkeit aus. Ihre Freunde sagten, dass Mindy immer bereit war, sie zu unterstützen und ihnen zu helfen. Außerdem liebte sie die Kunst, weshalb Mindy nach der Schule an die Universität von Georgia ging, wo sie einen Bachelor of Arts erwarb. Danach beschloss sie, ihr Studium fortzusetzen und zog nach Virginia, wo sie einen Masterabschluss in internationalen Beziehungen erwarb. In den folgenden Jahren arbeitete Mindy in mehreren Anwaltskanzleien, bevor sie sich entschloss, ihren Schwerpunkt zu verlagern und begann, in gemeinnützigen Organisationen zu arbeiten, um Menschen zu helfen. Gleichzeitig gründete sie ihr eigenes kleines Unternehmen, das ihr ein zusätzliches Einkommen verschaffte. Darüber hinaus wollte Mindy eine Familie gründen und 2014 bot sich ihr diese Gelegenheit. Sie lernte einen Mann namens Nick kennen und die beiden begannen sich zu verabreden. Er war früher Anwalt bei der Marine und Luftwaffe, wurde dann Staatsanwalt und begann schließlich als Anwalt im Pentagon zu arbeiten. Im Jahr 2016 heirateten sie und zogen in einen Vorort von Washington. Einige Jahre später verließ Nick den Dienst und begann an geheimer Software für Microsoft zu arbeiten, während Mindy weiterhin in einer gemeinnützigen Organisation tätig war und sich um ihr kleines Unternehmen kümmerte. So führte die Familie ein ruhiges Leben und plante, Kinder zu bekommen. Doch eines Tages änderte sich alles schlagartig. Nick wurde von einem FBI-Agenten kontaktiert, der ihm mitteilte, dass er aufgrund seiner früheren Aktivitäten und seiner neuen Arbeit an einem streng geheimen Microsoft-Projekt in Gefahr sei. Seinen Worten zufolge wurde er regelrecht gejagt und deshalb war die ganze Familie von Nick in Gefahr. Der FBI-Agent gab nicht alle Details preis, bestand jedoch darauf, dass Nick untertauchen und alle seine Empfehlungen befolgen sollte, da die Leute, die ihn jagten, ihn sonst schnell aufspüren würden. Letztendlich mussten Nick und Mindy in eine Mietwohnung ziehen. Sie konnten jedoch nicht lange an einem Ort bleiben und mussten ständig umziehen. Der FBI-Agent suchte ihnen eine Unterkunft und mietete sie unter falschen Namen, damit Nick nicht aufgespürt werden konnte. Außerdem sagte er, dass andere Agenten ihre Unterkunft bewachen würden und dass sie in Sicherheit seien, solange sie sich mit Mindy darin aufhielten, bat sie jedoch, die Unterkunft nicht ohne Erlaubnis zu verlassen. Er bestand auch darauf, dass sie und Mindy den Kontakt zu ihren Freunden auf die gewohnte Weise einstellten und auf einen sicheren Messenger umstiegen, bei dem jede Nachricht nach dem Senden gelöscht wurde. Darüber hinaus verbot er ihnen, sich mit Angehörigen zu treffen, mit Ausnahme der nächsten Verwandten, und auch das nur mit Einschränkungen. Schließlich konnte Mindy aufgrund all dieser Einschränkungen nicht mehr täglich zur Arbeit fahren und musste kündigen, wodurch ihr und Nick das Geld ausging. Der Mann verfügte über sehr hohe Ersparnisse, mehr als 30 Millionen Dollar in Aktienoptionen. Allerdings konnte er nicht auf diese Gelder zugreifen, da jemand versucht hatte, sein Bankkonto zu hacken. Laut einem FBI-Agenten waren dies dieselben Personen, die ihn finden und töten wollten. Deshalb veranlasste er die Übertragung dieser Gelder in einen Treuhandfonds. Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage beschlossen die beiden Ende 2021 in das Haus von Mindys jüngerem Bruder in South Carolina zu ziehen. Dieser erlaubte ihnen, nicht nur bei ihm und seiner Frau zu wohnen, sondern arbeitete auch als Polizist, wodurch Mindy und Nick sich sicherer fühlten. Auch die Eltern der Frau zogen zu ihnen.
In den folgenden Monaten arbeitete Nick unermüdlich an einem geheimen Projekt für Microsoft, in der Hoffnung, so schnell wie möglich dafür bezahlt zu werden. Doch schon bald beschloss Mindys Bruder, das Haus zu verkaufen, und sie und Nick mussten erneut umziehen. Die Mutter der Frau buchte in ihrem Namen ein Hotel in einer Stadt namens Savannah im Bundesstaat Georgia, wo sie die nächsten Wochen verbrachten. Dann suchte ein FBI-Agent ein neues Haus für sie aus und sie zogen dorthin. Mindys Eltern zogen mit ihnen zusammen und sie verbrachten mehrere Monate an diesem Ort. In der Zwischenzeit wurden die Anweisungen des FBI-Agenten immer strenger. Nicht nur, dass Nick und Mindy das Haus nicht ohne seine Zustimmung verlassen durften, auch für die Eltern der Frau galten verschiedene Einschränkungen. Sie mussten die Zustimmung des Agenten einholen, bevor sie nach Hause zurückkehren durften, und manchmal mussten sie mehrere Stunden warten. Mindys Vater war zu diesem Zeitpunkt nicht berufstätig, musste aber dennoch fast jeden Tag für mehrere Stunden das Haus verlassen. Der FBI-Agent begründete dies damit, dass sie möglicherweise überwacht würden und daher äußerst vorsichtig sein müssten. So lebte die ganze Familie in ständiger Anspannung. Doch schon bald gab es gute Nachrichten. Mindy erzählte ihren Eltern, dass sie schwanger sei. Diese Nachricht löste bei ihren Eltern gemischte Gefühle aus. Einerseits freuten sie sich auf ihr Enkelkind, andererseits machten sie sich Sorgen, wie sie das Kind in der aktuellen Situation großziehen sollten, in der Nick und seine Familie gejagt wurden. Sie hofften nur, dass es dem FBI gelingen würde, die Situation zu klären und sie sich nicht mehr verstecken müssten. Ende 2022 war Mindy im 8. Monat schwanger und sollte Anfang Januar entbinden. Doch die Schwierigkeiten für ihre Familie nahmen immer mehr zu. Nick musste sich vor seinen eigenen Eltern verstecken. Durch einen FBI-Agenten erfuhr er, dass er tatsächlich in seiner frühen Kindheit entführt und anschließend zur Adoption freigegeben worden war. Nicks leibliche Eltern waren Diplomaten, weshalb er den Kontakt zu seiner Adoptivfamilie abbrach. Sein Vater beauftragte jedoch einen Privatermittler, der die Adresse des Mannes ausfindig machte, woraufhin der Vater mit seinem Bruder zu ihrem Haus kam und versuchte, sich Zugang zu verschaffen, aber schließlich wieder ging. Niemand verstand, was sie wollten, aber nun mussten Nick und Mindy sich auch noch darüber Gedanken machen. Vor diesem Hintergrund bekam Mindy gesundheitliche Probleme. Sie litt unter starken Blutdruckschwankungen und konnte einen ganzen Monat lang kaum das Bett verlassen. Ihre Eltern pflegten sie rund um die Uhr, aber Ende November 2022 beschlossen sie, für ein paar Tage zu ihrem Sohn zu fahren. Am 23. November, dem Thanksgiving-Feiertag, verließen sie ihr Zuhause. Zu diesem Zeitpunkt fühlte sich Mindy immer noch schlecht. Nach ihrer Abreise ging es der Frau noch schlechter und schließlich beschlossen sie und Nick, dass sie ins Krankenhaus sollte. Nick rief ihre Eltern an und sagte ihnen, dass sie in eine kleine Privatklinik gebracht worden sei, wo die Ärzte ihren Zustand überwachen und die Entbindung vornehmen würden, die in etwas mehr als einem Monat stattfinden sollte. Bald kehrten ihre Eltern nach Hause zurück und Mindy sollte in wenigen Tagen entlassen werden. Sie schrieb Nick, dass sich ihr Zustand verbessert habe und die Ärzte beschlossen hätten, sie für einige Wochen nach Hause zu entlassen. Am 1. Dezember machte sich Nick auf den Weg zur Klinik, um seine Frau abzuholen. Doch zu seiner Überraschung teilte man ihm dort mit, dass Mindy in ein Militärkrankenhaus verlegt werden musste, da sich ihr Zustand drastisch verschlechtert hatte. Dieses Krankenhaus befindet sich auf dem Gelände einer Militärbasis und Nick machte sich sofort auf den Weg dorthin. Er sagte, er wolle seine Frau sehen, doch die Ärzte teilten ihm mit, dass sie verstorben sei. Ihren Angaben zufolge hatte die Frau aufgrund ihres hohen Blutdrucks einen Herzinfarkt erlitten, den ihr Körper nicht überstanden hatte. Auch das ungeborene Kind der Frau war verstorben. Mindys Familie war von dieser Nachricht schockiert. Ihre Eltern hatten gesehen, dass sich der Gesundheitszustand der Frau im letzten Monat stark verschlechtert hatte, aber sie konnten dennoch nicht glauben, dass ihre Tochter tot war. Außerdem konnten sie nicht einmal ihre Leiche sehen, da sie keinen Zugang zu der Militärbasis hatten, auf der sich das Krankenhaus befand. Einige Zeit später plante Nick, ihre Leiche für die Beerdigung abzuholen und kam zum Krankenhaus. Dort teilte man ihm jedoch mit, dass die Frau ohne Zustimmung ihrer Angehörigen eingeäschert worden sei. Darüber hinaus teilte man Nick mit, dass Mindys Asche sich im benachbarten Alabama befinde und gab ihm die Adresse, unter der er sie abholen könne. Er begab sich sofort dorthin, wo ihn ein Mann am Straßenrand empfing
und ihm ohne jegliche Dokumente eine Urne mit der Asche übergab. Trotzdem wollte Nick ein Denkmal für Mindy errichten. Während er alles vorbereitete, mietete der Mann eine Wohnung für Mindys Eltern, da es für sie sehr schwer war, in dem Haus zu bleiben, in dem sie alle mehrere Monate vor dem Tod der Frau gelebt hatten. Nick hielt regelmäßig Kontakt zu ihnen, aber Ende Februar 2023 verschwand er plötzlich. Einige Tage später erhielten Mindys Eltern einen Brief von einem FBI-Agenten, in dem stand, dass Nick einen schweren Unfall gehabt habe und in einem kritischen Zustand im Krankenhaus liege. Er weigerte sich jedoch, ihnen den Namen des Krankenhauses zu nennen, da der Mann weiterhin in Gefahr war und es umso besser war, je weniger Menschen von seinem Aufenthaltsort wussten. Einige Monate später erhielten Mindys Eltern einen weiteren Brief, in dem stand, dass Nick verstorben sei. Das Ganze kam ihnen äußerst verdächtig vor. Und sie dachten sogar daran, dass Nick und Mindy möglicherweise ermordet worden waren, vielleicht von den Leuten, die ihn seit Jahren jagten. Aber trotz dieser Vermutungen konnten sie nichts mehr tun. Sie konnten sich nur mit dem Geschehenen abfinden. Allerdings ahnten Mindys Eltern nicht, dass dies erst der Anfang war. Im Mai 2023, ein halbes Jahr nach all diesen Ereignissen, kontaktierte die Polizei Mindys Mutter und erzählte ihr eine Geschichte, die die Frau bis ins Mark erschütterte. Alles begann am 2. Dezember 2022, einen Tag nachdem Nick Mindy aus dem Krankenhaus abgeholt hatte, wo man ihm mitteilte, dass sie in ein Militärkrankenhaus verlegt worden war. An diesem Tag begab sich ein Jäger aus Georgia in einen Wald in der Nähe der Stadt Savannah. Als er an einem kleinen Graben vorbeikam, sah er etwas Seltsames darin und ging näher heran. Zu seinem Entsetzen stellte er fest, dass vor ihm ein weiblicher Torso ohne Beine und Kopf lag. Der Mann meldete dies sofort der Polizei und schon bald trafen Ermittler sowie Mitarbeiter des Georgia Bureau of Investigation am Tatort ein. Während die Experten den Torso aus dem Graben bargen, begannen die Beamten, das Gebiet nach weiteren Hinweisen zu durchsuchen. Bald erhielten sie die Nachricht, dass ein anderer Jäger, der sich einige 100 Meter von ihnen entfernt befand, die Polizei gerufen hatte. Es stellte sich heraus, dass er einen Plastikbehälter gefunden hatte, neben dem ein Messer lag, dessen Griff mit einem Desinfektionstuch umwickelt war. Die Ermittler verstanden, dass diese Gegenstände höchstwahrscheinlich mit dem gefundenen Torso in Verbindung standen und setzten ihre Suche im Wald fort. Am nächsten Tag begab sich derselbe Jäger an einen anderen Ort, etwa 3 Kilometer entfernt, um zu jagen, da er am Vortag keinen Erfolg gehabt hatte. Doch sobald er tiefer in den Wald vordrang, stieß der Mann auf ein menschliches Bein. Am selben Tag holten die Polizisten Hundeführer mit Suchhunden hinzu und bald fanden sie ein zweites Bein sowie einen weiteren Behälter, in dem sich etwas befand, das wie Blut aussah. Danach führten die Hunde sie zu einer Stelle, an der blutgetränkte und in kleine Stücke geschnittene Frauenkleidung vergraben war. Darüber hinaus fanden die Ermittler eine große Anzahl von Desinfektionstüchern, die in der Nähe des Fundortes der Beweise verstreut waren, sowie viele leere Müllsäcke. Nach der Untersuchung der Überreste stellten die Experten fest, dass das Opfer zwischen dem 27. und dem 30. November gestorben war, also nur wenige Tage vor der Entdeckung. Was die Todesursache angeht, konnten sie keine endgültige Schlussfolgerung ziehen, aber es war offensichtlich, dass die Frau ermordet worden war. Ihr Körper wies zahlreiche Stichwunden sowie Abwehrverletzungen auf, die darauf hindeuteten, dass die Frau versucht hatte, sich gegen den Angreifer zu wehren. Sie stellten außerdem fest, dass der Körper mit einer Säge und einem Messer zerstückelt worden war. Einige Tage später fanden Suchteams mit Hunden den Kopf des Opfers. Er war in einiger Entfernung von allen anderen Spuren vergraben und wies deutliche Spuren eines Schlags mit einem schweren Gegenstand auf. Trotzdem konnten die Polizisten die Identität der Toten nicht feststellen. Ihre Fingerabdrücke waren nicht in der Datenbank und es gab einfach nichts, womit man die DNA-Probe vergleichen konnte. Die Ermittler überprüften die Informationen über Frauen, die in den letzten Monaten in dieser Gegend verschwunden waren, aber das brachte keine Ergebnisse. Außerdem war der Kopf bereits stark verwest, sodass die Ermittler nicht einmal mit 100%iger Sicherheit feststellen konnten, wie das Opfer ausgesehen hatte. Trotzdem wandten sie sich an eine Expertin, die dafür bekannt war, dass sie das Aussehen von Menschen anhand ihrer Schädel ziemlich genau rekonstruieren konnte. Etwa 2 Wochen nach der Entdeckung der Überreste veröffentlichte das Georgia Bureau of Investigation
Ein ungefähres Porträt der Frau zusammen mit ihrer Beschreibung. Sie hofften, dass jemand diese Frau erkennen würde. Es gab jedoch keine brauchbaren Hinweise. Dies ging eine Weile so weiter, bis die Ermittler das Phantombild durch eine verbesserte Version ersetzten und ein genaueres Todesdatum angaben. Die Experten waren sich einig, dass das Opfer am 27. November getötet worden war. Dank des aktualisierten Phantombildes gelang den Ermittlern endlich der lang ersehnte Durchbruch. Eine Frau namens Hezio rief sie an und sagte, dass das Phantombild des Opfers ihrem Ex-Ehemann Nick Kasotis sehr ähnlich sehe. Sie erzählte, dass sie ihn vor einigen Jahren zusammen mit Mindy gesehen habe und ihr das Phantombild sehr ähnlich vorkam. Die Polizei wurde auf diesen Hinweis aufmerksam. Allerdings gelang es ihnen nicht, neue Informationen über Mindy oder Nick zu finden. Daraufhin beschlossen sie, auf eine Methode namens genetische Genealogie zurückzugreifen und schickten eine DNA-Probe an ein Labor. In den folgenden Monaten untersuchten Experten den Stammbaum des Opfers, bis sie auf ihre Familie stießen. Aus diesem Grund nahmen sie Kontakt zu Mindys Mutter auf. Die Frau war schockiert über das Geschehen, erklärte sich jedoch bereit, eine DNA-Probe zum Vergleich zur Verfügung zu stellen. Die Untersuchung ergab, dass die Verstorbene ihre Tochter war. Es war Mindy. Die Familie der Frau war schockiert über das Geschehene. Sie erzählten den Ermittlern von den Ereignissen der vergangenen Jahre, die dem Tod von Mindy und Nick vorausgingen, davon, wie unbekannte Personen den Mann jagten, wie dies seine ganze Familie in Gefahr brachte und wie Mindy während ihrer Schwangerschaft an einem Herzinfarkt starb, woraufhin Nick mit dem Auto verunglückte. Die Ermittler hielten diese ganze Geschichte jedoch für äußerst zweifelhaft. Es gab keine offiziellen Aufzeichnungen darüber, dass Mindy und Nick tot waren, und angesichts der Tatsache, dass sie beide angeblich in Krankenhäusern gelegen haben sollten, war dies praktisch ausgeschlossen. Die Ermittler begannen, Nicks letzte bekannte Schritte zu untersuchen und recherchierten Informationen über sein Auto, das er kurz vor dem Vorfall gekauft hatte. Es stellte sich heraus, dass das Auto auf einer Müllhalde stand, da es fast vollständig ausgebrannt war, was im Großen und Ganzen mit Nicks Geschichte über einen schweren Unfall übereinstimmte. Dennoch gelang es ihnen immer noch nicht, einen Beweis für seinen Tod zu finden. Die Ermittler fanden auch heraus, dass Nick und Mindy kurz vor dem Vorfall ihren Nachnamen in Stark geändert hatten, da dies der echte Nachname von Nicks Eltern war. Dann fanden die Polizisten Informationen über einen Mann namens Nicholas Killian James Stark, der altersmäßig passte. Er lebte in Pennsylvania und war mit einer Frau namens Samantha Kolesnik verheiratet, die eine ziemlich bekannte Autorin von Krimis war. Die Ermittler nahmen Kontakt zu ihr auf und begannen, ihr Fragen über ihren Mann zu stellen. Anhand eines Fotos von Nick bestätigte sie, dass es sich um ihren Mann handelte und dass es ihm gut ging. Die Frau erzählte, dass sie sich im September 2022, wenige Monate vor Mindys Tod, kennengelernt hatten. Nick hatte ihr in einem sozialen Netzwerk geschrieben, ihre Bücher gelobt und das Paar hatte begonnen, miteinander zu kommunizieren. Er erzählte ihr, dass er selbst gerne Krimis schreibe und berichtete ihr außerdem, dass seine Frau Mindy und sein ungeborenes Kind vor einigen Jahren gestorben seien, obwohl Mindy zu diesem Zeitpunkt noch lebte. Samantha interessierte sich für seine Kurzgeschichten, die er in einem Forum veröffentlichte, wo er ein ziemlich großes Publikum hatte. Darüber hinaus kaufte Sony sogar die Rechte an einer seiner Geschichten für $300.000. Außerdem erzählte Nick Samantha, dass er als Unternehmensjurist arbeite und ständig durch verschiedene Bundesstaaten reise. Kurz nach Mindys Tod kam er zu Samantha nach Pennsylvania und sie begannen sich zu treffen. Im März 2023 heiratete das Paar. Sie wollten ein Haus kaufen. Als Nick jedoch mit einem Scheck über $800.000 von der Bank kam, fing sein Auto Feuer und explodierte, wobei alle seine Sachen und der Scheck zerstört wurden. Er selbst blieb unverletzt und kam mit einem leichten Schreck davon. Samantha hatte keine Ahnung, dass Nicks Ex-Frau bereits nach ihrem Kennenlernen verstorben war. Aber das war noch nicht alles, was sie nicht über ihn wusste. Nachdem Nicks erste Frau sie angerufen hatte, nachdem sie Mindys Phantombild gesehen hatte, sprachen sie mit dieser Frau. Es stellte sich heraus, dass Nick sich während der Scheidung verpflichtet hatte, ihr $1,5 Millionen für ihr gemeinsames Haus zu zahlen. Aber in all den Jahren hatte er ihr keinen Cent gezahlt und die Gerichtsvollzieher konnten ihn nicht finden.
Außerdem wandten sich die Ermittler an Microsoft, wo man ihnen mitteilte, dass Nick nie an ihren Projekten gearbeitet hatte. Schließlich schaltete sich das FBI ein und stellte fest, dass keiner ihrer Agenten Nick dabei geholfen hatte, sich über mehrere Jahre hinweg vor irgendwelchen Leuten zu verstecken. All diese Informationen reichten für eine Verhaftung aus und Nick wurde zum Verhör gebracht. Der Mann wirkte ruhig und erzählte den Ermittlern dieselbe Geschichte, die er auch Mindys Eltern erzählt hatte. Er habe sie angeblich in eine Privatklinik gebracht, wo sie aufgrund von Bluthochdruck einen Herzinfarkt erlitten habe. Aus irgendeinem Grund konnte er sich jedoch nicht an den Namen oder den Standort dieser Klinik erinnern. Nick erklärte auch, dass die Nachricht an Mindys Eltern über seinen Tod nur teilweise falsch war. Nach Angaben des Mannes hatte er tatsächlich einen schweren Unfall gehabt, woraufhin er zusammen mit dem angeblichen FBI-Agenten beschlossen habe, seinen Tod vorzutäuschen, damit die Leute, die ihn jagten, ihn nicht im Krankenhaus finden würden, wo er sich in einem kritischen Zustand befand. Auf alle anderen Unstimmigkeiten in seiner Geschichte antwortete Nick, dass der angebliche FBI-Agent ihm bestimmte Anweisungen gegeben oder verlangt habe, bestimmte Details nicht preiszugeben. Dabei bestand Nick darauf, dass er nichts mit dem Mord an Mindy zu tun habe und ihr niemals etwas angetan hätte. Selbst als echte FBI-Agenten ihm sagten, dass das FBI niemals Kontakt zu ihm aufgenommen und ihm schon gar nicht geholfen habe, sich vor einer unbekannten Bedrohung zu verstecken, blieb Nick bei seiner Aussage. Er behauptete auch, dass Mindy diesen Agenten gesehen habe. Die Frau konnte seine Worte jedoch nicht mehr bestätigen oder widerlegen. Die Ermittler hatten keinen Zweifel daran, dass er hinter dem Mord an Mindy steckte, aber sie standen vor zwei Problemen: dem Fehlen von Beweisen und dem Unverständnis für das Motiv. Nick hatte seiner Frau und ihren Verwandten jahrelang vorgelogen, dass jemand hinter ihm her sei, war ständig umgezogen und lebte praktisch wie eingesperrt. Zu welchem Zweck tat er das alles? Die Ermittler hatten sofort mehrere Theorien zu Nicks Motiven, aber zuerst brauchten sie Beweise. Und schon bald fanden die Polizisten welche. Da das Opfer am 27. November ermordet wurde, als ihre Eltern ihren Sohn besuchten, gingen die Ermittler davon aus, dass die Tat in ihrem Haus passiert war. Sie kontaktierten seine Vermieterin und fragten sie, ob ihr etwas Ungewöhnliches aufgefallen sei, nachdem Nick ausgezogen war. Die Frau sagte, dass sie tatsächlich etwas Ungewöhnliches entdeckt habe. Jemand hatte den Teppich durch einen sehr ähnlichen, aber billigeren ersetzt und der alte war nirgends zu finden. Dies bestärkte die Ermittler in ihrer Vermutung, dass der Mord in dem Haus stattgefunden hatte, und sie schickten Kriminaltechniker dorthin. Obwohl seitdem schon einige Zeit vergangen war, fanden die Experten 3 Flecken von abgewaschenem Blut und die DNA-Analyse bestätigte, dass es sich um Mindys Blut handelte. Anschließend begannen die Ermittler, die Geolokalisierung und die Mobilfunkaktivität von Nick zu untersuchen. Sie stellten fest, dass der Mann am 29. November in Richtung des Waldes gefahren war, in dem später die Leiche gefunden wurde, und sein Telefon ausgeschaltet hatte. Darüber hinaus wurde genau das gleiche Auto wie das von Nick von einer Überwachungskamera am Eingang des Waldes genau zu dem Zeitpunkt gefilmt, als das Telefon des Mannes ausgeschaltet war. Anschließend versuchten die Ermittler herauszufinden, ob Nick ein Messer, eine Säge und andere Werkzeuge gekauft hatte, die während und nach dem Mord verwendet wurden. Zunächst fanden sie heraus, dass er bereits im August, 3 Monate vor dem Mord, Gummihandschuhe und genau die Desinfektionstücher gekauft hatte, die neben den Leichenteilen gefunden wurden. So kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass der Mann den Mord lange im Voraus geplant hatte. Später, bereits im November, kaufte er in mehreren Etappen genau dasselbe Messer, das im Wald gefunden wurde, sowie eine Säge, eine Schaufel und einen Hammer. Somit schien es der Anklage, dass sie über alle notwendigen Beweise verfügten, um den Fall vor Gericht zu bringen. Der Prozess begann 2 Jahre später, im August 2025. Nicks Anwalt versuchte, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass der Mann seine Frau nicht getötet hatte und dass der mysteriöse FBI-Agent für alles verantwortlich war. Der Anwalt bestand darauf, dass dieser Mann real war. Nur, dass er in Wirklichkeit vielleicht gar kein Agent war, sondern jemand anderes. Er manipulierte Nick und zwang ihn, ständig in Angst zu leben. Warum er das tat, blieb jedoch ein Rätsel. Die Anklage beharrte darauf, dass Nick all diese Drohungen erfunden hatte, den FBI-Agenten, die Millionen auf seinem Konto und den Job bei Microsoft.
In Wirklichkeit war der Mann arbeitslos und hatte hohe Schulden bei seiner Ex-Frau. Möglicherweise wollte er ihr keinen Cent zahlen und all diese Geheimniskrämerei, die ständigen Umzüge und Versuche, so tief wie möglich unterzutauchen, hingen genau mit diesen Schulden zusammen. Der Mann könnte sich einfach vor den Gerichtsvollziehern versteckt haben, für den Fall, dass seine Ex-Frau versuchen würde, diese Schulden vor Gericht einzutreiben. Die Anklage legte auch Daten über Nicks Einkäufe und Bewegungen vor. Bemerkenswert ist, dass er bestätigte, in diesen Wald gefahren zu sein. Der Mann sagte, er habe Mindys Sachen in einen Plastikcontainer gepackt und sie auf Anweisung eines FBI-Agenten dorthin gebracht. Nick trat ebenfalls vor die Geschworenen und wiederholte alles, was er zuvor gesagt hatte. Der Mann bestand darauf, dass er seine Frau nicht getötet habe und alles andere unter dem Druck eines FBI-Agenten getan habe, der möglicherweise gar kein FBI-Agent war und ihn einfach getäuscht habe. Es ist erwähnenswert, dass auch seine Eltern während des Prozesses aussagten. Sie widerlegten seine Behauptung, er sei als Kind entführt worden und bestanden darauf, dass sie seine leiblichen Eltern seien. Sie stellten sich ebenfalls auf seine Seite und sagten, er könne seiner Frau so etwas nicht angetan haben. Allerdings gaben sie zu, dass Nick seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr zu ihnen hatte. Im Gericht kam noch ein weiterer Punkt zur Sprache, der die Geschworenen sehr überraschte. Wie wir uns erinnern, war Mindy zum Zeitpunkt ihres Todes im 8. Monat schwanger. Die medizinischen Experten fanden jedoch keine Beweise dafür. Mit anderen Worten, die Frau war in Wirklichkeit gar nicht schwanger. Angesichts der Tatsache, dass sie selbst ihren Verwandten und Freunden davon erzählt hatte, erschien dies ziemlich seltsam. Nach Ansicht der Anklage könnte Mindy auf Nicks Bitte hin vorgegeben haben, schwanger zu sein. Möglicherweise hatte er ihr gesagt, dass dies der Plan eines FBI-Agenten sei, damit diejenigen, die Nick jagten, seiner schwangeren Frau nichts antun würden. Es gab noch eine zweite, weniger wahrscheinliche Version. Erinnern Sie sich an Nicks erste Frau? Einer der Gründe für ihre Trennung war die Tatsache, dass die Frau keine Kinder bekommen konnte, Nick aber Vater werden wollte. Aus diesem Grund vermutete die Anklage, dass Mindy die Schwangerschaft selbst erfunden haben könnte, damit Nick sie nicht verlässt, aber das schien unwahrscheinlich. Was Nicks Motiv angeht, gab es ebenfalls mehrere Versionen. Eine davon basierte auf der Theorie, dass Mindy ihre Schwangerschaft selbst erfunden hatte. Der Mann könnte erfahren haben, dass sie in Wirklichkeit nicht schwanger war und sie getötet haben. Aber wie wir uns erinnern, begann er bereits 3 Monate vor der Tat, alles Notwendige für den Mord zu besorgen und ging außerdem eine Beziehung mit einer anderen Frau ein. Daher war es viel wahrscheinlicher, dass Nick Mindy beseitigte, um mit Samantha zusammen zu sein. Ein weiterer interessanter Punkt im Prozess war die Erwähnung seiner kreativen Tätigkeit in Foren. Wie wir uns erinnern, schrieb Nick Kurzgeschichten in den Genres True Crime und Horror. Eine dieser Geschichten, genau die, für die Sony tatsächlich die Rechte erworben hatte, schien den Prozessbeteiligten besonders interessant, da sie Parallelen zum Mord an Mindy aufwies. In der Geschichte vergiftet eine Schwiegermutter namens Betsy, genau wie Mindys Mutter, die Frau ihres Sohnes, weshalb diese sich ständig unwohl fühlt. Der Sohn selbst hatte in der Vergangenheit seine Frau unter mysteriösen Umständen verloren und seine leibliche Mutter verdächtigte ihn des Mordes. Wie wir uns erinnern, fühlte sich Mindy etwa einen Monat vor dem Mord unwohl. Dabei war sie nicht schwanger, was diesen Zustand irgendwie erklären könnte. Die Experten fanden keine Spuren von Gift in ihren Überresten. Es gibt jedoch eine Theorie, dass Nick sie nach und nach mit etwas nicht besonders Tödlichem vergiftet haben könnte. Allerdings wurden keine Beweise für diese Theorie gefunden. Als der Prozess zu Ende ging, brauchten die Geschworenen nur etwas mehr als 1 Stunde, um ihr Urteil zu fällen. Nick wurde des Mordes für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft ohne Bewährung sowie zu weiteren 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Damit fand diese äußerst verworrene Geschichte ihr Ende, auch wenn viele Unklarheiten blieben. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Über das frühe Leben von Pedra Rodríguez ist nur bekannt, dass er um 1979 in Barcelona geboren wurde. Ebenso geheim gehalten werden die Namen seiner nächsten Verwandten. Die verfügbaren Informationen über die Biografie dieses Mannes beginnen im Jahr 2000,
als er als Transportagent für die Stadtpolizei von Barcelona arbeitete. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits verheiratet. Er hatte sogar ein Kind aus dieser Ehe. Einer seiner Freunde, der Anwalt Francisco Ruiz, beschrieb ihn als ausgeglichenen Menschen. Pedros Handlungen bewiesen jedoch das Gegenteil. So hielten Pedra und sein Partner am 15. August 2016 einen Mopedfahrer an, der an einem Kontrollpunkt nicht angehalten hatte. Im Laufe der Ermittlungen schlug einer der Polizisten den Mopedfahrer. Wegen dieses Vergehens leitete die Innenabteilung der Polizei von Barcelona ein Disziplinarverfahren gegen die Beamten ein, da sie das Verhalten von Pedra und seinem Kollegen als Amtsmissbrauch wertete. Daraufhin folgte ein Gerichtsverfahren. Für diesen Zeitraum wurden Pedra und sein Kollege vorübergehend vom Dienst suspendiert. Nach diesem Vorfall zwischen September und Oktober 2016 trennte sich Pedra von seiner Frau und verließ praktisch seinen kleinen Sohn. Später lernte er in der Motorradabteilung der Stadtpolizei Rosa Peral kennen, und dies wurde zu einer schicksalhaften Begegnung. Über Rosa ist bekannt, dass sie in einer Gemeinde im Großraum Barcelona, 15 Kilometer von Ciutadella entfernt, aufgewachsen ist. Rosas Familie war aus Andalusien ausgewandert und lebte in einer Gegend, in der fast alle aus derselben autonomen Region stammten. Ihr Vater, Francisco Peral, arbeitete als Wachmann, und es ist bekannt, dass Rosa einen Bruder hatte. Nach Meinung der Nachbarn war die Familie Peral eine ganz normale Familie, und Rosa selbst wurde als sehr hübsches und nettes Mädchen mit einem angenehmen Charakter beschrieben. Rosa war lange Zeit mit einem Freund zusammen, dem Programmierstudenten Ruben Carbo. Mit etwas über 20 Jahren nutzte Rosa erfolgreich ihr Aussehen und arbeitete als Kellnerin in einem Nachtclub. Ihr Freund Ruben trat zur gleichen Zeit eine Stelle bei der Stadtpolizei von Barcelona an. Da sie verliebt war, wollte Rosa ihrem Freund nacheifern und beschloss sogar, ihr Leben mit dem gleichen Beruf wie er zu verbinden. Sie musste hart arbeiten, um die juristischen Prüfungen zu bestehen und die körperliche Ausbildung zu absolvieren. Am Ende zahlte sich ihre Mühe aus. Im Alter von 23 Jahren erreichte Rosa ihr Ziel und trat in den Polizeidienst, wo sie einen sicheren und gut bezahlten Job bekam. Kurz darauf heiratete sie Ruben und bekam später sogar 2 Kinder von ihm. Es schien, als würde ihr Leben wunderbar verlaufen. Sie war eine angesehene Frau, zog ihre Töchter groß, verband dies mit ihrer Arbeit und trat mehrfach in Werbespots auf, die zu gutem Benehmen aufriefen. Das Leben der Frau wurde buchstäblich zerstört, als am 23. Februar 2008 von ihrem E-Mail-Konto aus ein Foto an alle ihre Kollegen verschickt wurde, auf dem sie beim Geschlechtsverkehr mit einem unbekannten Mann zu sehen war. Später stellte sich heraus, dass ihr Liebhaber ein jüngerer Inspektor namens Askar S. war. Rosa erstattete bei der Polizei Anzeige gegen ihn. Ihr Bestreben, ihren Liebhaber zu bestrafen, war jedoch nicht erfolgreich. Die einzige Maßnahme, die ihre Vorgesetzten in dieser Angelegenheit ergriffen, bestand darin, beide aus der Abteilung für Sonderfälle zu versetzen. Zu diesem Zeitpunkt konnte nicht festgestellt werden, wer dieses Foto verschickt hatte. Außerdem hörte der Versand nicht auf, und jeden Tag erhielten immer mehr Kollegen von Rosa Fotos mit ihr. Natürlich hatte Rosa nach diesem Vorfall das Gefühl, dass alle um sie herum sie verurteilend ansahen. Außerdem konnten sich viele von ihnen nicht zurückhalten und äußerten negative Kommentare. Bis 2012 war Rosa für viele als egoistische Frau bekannt, die nicht in der Lage war, mit ihren Problemen umzugehen. Diese Beschreibung stand in starkem Kontrast zu der, die ihre Bekannten vor dem Vorfall mit den Fotos von ihr hatten. Eine weitere Figur in dieser Geschichte ist Albert López Ferreira, mit dem Rosa zusammenarbeitete. Ab diesem Zeitpunkt nimmt die Erzählung einen verwirrenden und mysteriösen Charakter an. Über Alberts Biografie ist fast nichts bekannt. Außerdem hatte der Mann kaum Kontakt zu seinen Nachbarn und traf sich lieber nur mit seinem engen Freundeskreis. Weitere Informationen über ihn finden sich in seinen sozialen Netzwerken. Dort zeigte er wiederholt, wie sehr er das Boxen liebt und sich dafür begeistert. Hinzu kommt die Beschreibung seiner Verwandten, die erzählten, dass Albert einen aufbrausenden Charakter hatte, was mit der Zeit zu Problemen in seinen Arbeitsbeziehungen führte. Seine Aggressivität führte dazu, dass er zwischen 2011 und 2012 sogar 2 Verurteilungen wegen Körperverletzung erhielt. Eines der Urteile stand im Zusammenhang mit einem Vorfall auf einer öffentlichen Straße.
Albert schlug einen Straßenhändler senegalesischer Herkunft brutal zusammen, obwohl er nicht im Dienst war. Diese Schlägerei wurde auf Video aufgezeichnet und erlangte dadurch sogar eine gewisse Bekanntheit. Albert und Rosa waren Partner. Ihre Arbeit erforderte es, dass sie 12 Stunden lang die Straßen von Barcelona patrouillierten, und es ist nicht verwunderlich, dass sie sich mit der Zeit näher kamen und ein Liebespaar wurden. Im Jahr 2014 waren beide an der Festnahme eines Mannes beteiligt, der schließlich unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. Der Fall wurde aus unbekannten Gründen eingestellt. Die Beziehung zwischen Albert und Rosa war von Zeit zu Zeit. Sie schien nicht enden zu müssen, aber es gab keine Entwicklung. Es schien, als sei Albert mit dieser Situation zufrieden. Und er deutete nie auch nur ansatzweise an, dass er Rosa näher kommen oder zumindest ihre Kinder kennenlernen wolle. Es ist nicht verwunderlich, dass Rosa, als Ruben sie schließlich verließ, nachdem er ihren Verrat und ihre Untreue erkannt hatte, schließlich zu Pedro ging, einem Freund von Albert, der immer großes Interesse an einer Beziehung mit Rosa gezeigt hatte. Francisco Ruiz, ein Freund von Pedro, erzählte später, dass Pedro tatsächlich die besten Absichten gegenüber Rosa hatte und sogar vorhatte, mit ihr eine Familie zu gründen. Die Absicht des Mannes spiegelte sich in seiner Bereitschaft wider, Silvester mit Rosa und ihren Kindern zu feiern, sowie in der Tatsache, dass er fast sofort zu ihnen zog. Als Albert von dieser scheinbar festen Beziehung erfuhr, schrieb er Rosa unverzüglich einen Brief mit Drohungen und der Forderung nach einer Erklärung. Die Frau antwortete darauf, dass ihre Beziehung zu Pedro niemals so sein würde wie die zwischen ihnen beiden. Somit beendete Rosa diese Beziehung nicht vollständig, sondern gab nach außen hin vor, nur Pedro bedingungslos treu zu sein. Rosas Ex-Mann Ruben begann zur gleichen Zeit eine Beziehung mit einer neuen Frau namens Antonia. Diese erzählte später, dass sie sich während des Scheidungsprozesses sehr mit Rosa angefreundet habe und bemerkte sogar, dass Rosa aufrichtig versucht habe, die Spannungen zwischen ihnen allen abzubauen. Im Gegenzug war Antonia immer wieder bereit, sich Rosas Beschwerden über Ruben anzuhören. Dies half der neuen Frau, sich davon zu überzeugen, dass Rosa und Ruben nichts mehr verband. Sobald die Scheidung rechtskräftig war, heirateten Ruben und Antonia. Allerdings blieb noch die Frage des Sorgerechts für die Töchter von Rosa und Ruben offen. Die Mädchen äußerten die Meinung, dass sie sich zu Hause, umgeben von ihrer Mutter und Pedro, wohler fühlten, und die Erwachsenen beschlossen einfach, den Wünschen der Kinder nachzukommen. Es schien alles wunderbar zu laufen. Rosa, Pedro und die Töchter unternahmen oft gemeinsame Reisen und Spaziergänge. Die Harmonie und Stabilität dieser Beziehung war auf den Fotos, die Rosa und Pedro auf ihren Social-Media-Seiten veröffentlichten, deutlich zu sehen. Pedro fühlte sich gut in Rosas Familie integriert und beschloss, den nächsten Schritt zu wagen. Er kaufte einen Ring und machte seiner Geliebten bald einen Heiratsantrag, den sie freudig annahm. Gleichzeitig traf sich Rosa, wenn auch sehr selten, weiterhin mit Albert. Sie beklagte sich sogar bei ihm, dass Pedro einen schlechten Charakter habe. Und das, obwohl Rosa kurz nach der Verlobung ihre Freundinnen traf, ihnen den Ring zeigte und erwähnte, dass Pedro ein viel besserer Fang sei als Albert und ihnen ausführlich beschrieb, was für ein wunderbarer Mann ihr Verlobter sei. Vielleicht aus Eifersucht, vielleicht weil er sie vermisste, begann Albert darauf zu bestehen, ihre Beziehung zu Rosa wieder aufzunehmen. Ende 2017 zahlte sich seine Beharrlichkeit aus und bald fanden ihre Treffen wieder so häufig statt wie früher und zwischen ihnen entflammte eine neue Leidenschaft. Zu allem Überfluss schenkte er ihr auch noch einen Ring, den sie heimlich vor ihrem offiziellen Verlobten trug, weil ihr, wie ihre Freundinnen erzählten, die Idee einer doppelten Verlobung amüsant erschien und ihr sogar schmeichelte. Jedenfalls begann Pedro mit der Zeit zu bemerken, dass Rosas Verhalten irgendwie seltsam geworden war. Die Braut hörte auf, ihn vor dem Schlafengehen zu küssen, ihm Zärtlichkeiten zu zeigen, und ihr abwesender Blick deutete darauf hin, dass ihre Gefühle für ihn erloschen waren. Pedro wollte das natürlich nicht einfach hinnehmen und verlangte von Rosa eine Erklärung. Er hatte das Gefühl, dass sie ihm etwas verschwieg. Irgendwann begann ihm das Verhalten von Rosa sogar Angst zu machen. Er konnte es nicht erklären, aber irgendetwas ließ ihn befürchten, dass Rosa sich sehr bald von ihm trennen würde. Entweder im wörtlichen oder im übertragenen Sinne.
Jede nächtliche Kommunikation der Frau mit jemand anderem weckte zunehmend Misstrauen. Doch als Pedro offen mit ihr darüber sprechen wollte, leugnete Rosa alles und versteckte sich hinter der Ausrede, dass sie wegen der bevorstehenden Hochzeitsvorbereitungen einfach nervös sei, und lenkte das Gespräch schließlich auf die Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Pedros Zweifel und Unsicherheit wirkten sich wiederum auf Rosa aus. Sie erzählte ihren engen Freundinnen, dass Pedros Eifersucht sie wütend mache, und beklagte sich darüber, dass er ständig Streit anzettle. An einem Punkt dieses komplizierten Liebesdreiecks wandte sich Albert direkt an Pedro, um seine heimliche Affäre mit Rosa offenzulegen, was offensichtlich zu erheblichen Spannungen in der Beziehung führte. Wie es Rosa gelang, Konflikte und offene Skandale zu vermeiden, wissen nur die unmittelbar Beteiligten dieser ungewöhnlichen Beziehung. Wie dem auch sei. Obwohl Pedro und Rosa zusammenblieben, verschlechterte sich ihre Beziehung zueinander spürbar. Nach Rosas Schilderungen zu urteilen, wurde Pedro zunehmend aggressiv und begann, jeden ihrer Schritte zu kontrollieren. Diese Aussagen konnten jedoch nie eindeutig bestätigt werden. Mit der Zeit begann Rosa darüber nachzudenken, wie sie ihren Verlobten loswerden könnte, und nach ihren Vorstellungen sollte Albert dabei eine zentrale Rolle spielen. Ungefähr im April 2017 schrieb Rosa Albert eine Nachricht, in der sie ihren Plan detailliert darlegte, der sogar Rache an Ruben beinhaltete, da der Rechtsstreit zwischen ihnen um das Sorgerecht für ihre 6- und 4-jährigen Töchter noch immer andauerte. Zu dieser Zeit erholte sich Pedro von einer Wirbelsäulenoperation, bei der ihm eine Titanprothese eingesetzt worden war. Rosa war jedoch weiterhin stark von der Geschichte um das intime Foto belastet, und gerade in dieser Phase überwand Pedro seine körperlichen Schmerzen und widmete sich ganz ihrer Unterstützung. Es war Pedro, der darauf bestand, dass Rosa erneut Beschwerde gegen den jüngeren Inspektor einreichte, und als sie sich schließlich dazu entschloss, zeigte er ihr seine Unterstützung, indem er sie bei der Einreichung der Beschwerde begleitete. In den letzten Apriltagen kaufte Rosa ein Einweg-Mobiltelefon, das nur 2-mal aktiviert wurde. Am Abend des 30. April verbrachte das Paar einen angenehmen Abend bei einem Abendessen außerhalb des Hauses, und am Morgen des 1. Mai machten sie sich auf den Weg zu einem Familientreffen mit Rosas Kindern und Verwandten. Einige Stunden später, nachdem sie nach Hause zurückgekehrt waren, brachte die Frau ihre Töchter in das Obergeschoss des Hauses und bat sie, dort zu bleiben. Ab diesem Zeitpunkt wird die Chronologie der Ereignisse zunehmend unübersichtlich, und die später vorgebrachten Versionen widersprechen sich entweder gegenseitig oder den festgestellten Tatsachen. Dennoch heißt es in der offiziellen Untersuchung, dass Albert und Rosa Pedro in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai mit einer unbekannten Substanz vergiftet hätten. Diese Substanz führte dazu, dass der Mann nahezu handlungsunfähig war und seine Reflexe stark eingeschränkt wurden. In diesem Zustand wurde er getötet. Während der Ermittlungen kursierte zudem eine inoffizielle Version, die auf der Aussage des ältesten Kindes von Rosa beruhte. Das Mädchen erklärte, sie habe gesehen, wie ihre Mutter, die voller Blut gewesen sei, Pedro die Treppe hinuntergestoßen habe. Diese Aussage wurde im Gerichtsverfahren nicht berücksichtigt, da das Mädchen minderjährig war. Unstrittig bleibt jedoch, dass Albert und Rosa in dieser Nacht Pedros Leiche in seinem eigenen Auto versteckten. Am folgenden Tag überließ Rosa ihre Kinder der Obhut ihres Großvaters Francisco, ihres Vaters. Während dieses Treffens bat Rosa ihren Vater anzugeben, er habe Pedro gesehen, falls jemand nach ihm fragen sollte. Tatsächlich war zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt geworden, dass Pedro verschwunden war. Um sich zu rechtfertigen, erzählte Rosa, dass sie sich am Vorabend heftig gestritten hätten und der Mann schließlich einfach gegangen sei, ohne ihr etwas zu sagen. Nur wenige Stunden später fuhr Rosa in Begleitung von Albert mit Pedros Auto zum Vosssumpf. Sobald sie dort angekommen waren, zündeten sie das Auto an und flohen unmittelbar vom Tatort. Rosa traf gezielt Vorsichtsmaßnahmen, um den Verdacht von sich abzulenken. Sie ließ Pedros Telefon bei ihm und schickte, als sie das Haus von Ruben und Antonia erreicht hatte, eine Nachricht von seinem Mobiltelefon aus. Zu den zahlreichen Täuschungen und Liebesaffären kam hinzu, dass Rosa in den Stunden nach der Verbrennung des Autos intime Fotos an ihren Nachbarn Manuel schickte. Am 4. Mai 2017 fuhr Joel, ein Radfahrer aus Calafell in Tarragona, mit seinem Fahrrad auf den Wegen rund um das Sumpfgebiet Foss.
Als er das ausgebrannte Auto entdeckte, blieb er wie erstarrt stehen. Er hatte so etwas noch nie gesehen und verständigte sofort den Notdienst. Als Erste trafen die Polizisten ein und konnten lediglich vollständig verkohlte, nicht identifizierbare menschliche Überreste feststellen. Gegen 18 Uhr wurde die katalanische Polizei hinzugezogen. Sie sperrten die Autobahn neben der Straße, auf der das Auto gefunden worden war, um alle notwendigen Beweise zu sichern. Pedros Überreste konnten anhand einer nummerierten Titanprothese identifiziert werden, die ihm kurz zuvor bei einer Wirbelsäulenoperation eingesetzt worden war. Nur dieses Bauteil war nach dem Brand unversehrt geblieben. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden von Mitarbeitern der Kriminalpolizei des südlichen Polizeibezirks der Hauptstadt übernommen und die Details blieben bis zum Gerichtsverfahren unter Verschluss. Um Mitternacht begaben sich Sergeant Georgie Dominic und ein weiterer Beamter zu Rosas Haus, um ihr die tragische Nachricht zu überbringen. Ihre auffallende Kälte überraschte die Polizisten jedoch. Als Sergeant Georgie sie bat, sie ins Haus zu lassen, lehnte Rosa ab und erklärte, die Kinder schliefen bereits und sie wolle sie nicht wecken. Auch die Aufforderung, zur Polizeistation zu fahren, um eine Aussage zu machen, wies sie zurück. Stattdessen zeigte sie den Beamten eine Nachricht, die angeblich von Pedro stammte und in der er schrieb, dass er weggehen müsse, aber bald zurückkommen werde. Bevor die Polizisten sie verließen, äußerte Rosa die Vermutung, ihr Ex-Mann Ruben könne für Pedros Tod verantwortlich sein. 24 Stunden nach der Entdeckung der Leiche wurde die Straße neben der Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben und ein Abschleppwagen brachte das Auto zu einem gesicherten Parkplatz, wo es bis zum Abschluss der Ermittlungen bewacht wurde. Aufgrund von Rosas Hinweis richteten die Ermittler ihre Aufmerksamkeit zunächst auf Ruben, doch dieser konnte ein wasserdichtes Alibi vorlegen und wurde nahezu sofort von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Bereits zu diesem Zeitpunkt begannen Sergeant Georgie und weitere an der Untersuchung beteiligte Ermittler die Theorie zu entwickeln, dass niemand anderes als Rosa selbst die Täterin gewesen sei. Dieser Verdacht verstärkte sich, als sie herausfanden, dass Rosa eine heimliche Beziehung zu Albert unterhielt. Kurz darauf meldete sich Rosa erneut bei der Polizei, schilderte jedoch eine veränderte Version der Ereignisse. Sie erklärte nun, sie werde von einem Mann verfolgt und nannte den Namen Albert. Aufgrund der bereits bekannten Fakten und der offensichtlichen Widersprüche in ihrer Aussage vom 14. Mai 2017 schien Rosas Schicksal besiegelt. Ihr ungewöhnliches Verhalten beschleunigte lediglich den Prozess ihrer Festnahme sowie die ihres Liebhabers Albert. Die Ermittler waren nahezu überzeugt, dass Pedro in seinem eigenen Haus, in dem er mit Rosa lebte, getötet worden war. In ihrer Aussage behauptete Rosa, die gesamte Schuld liege bei Albert, der das Verbrechen angeblich aus Eifersucht begangen habe. Gleichzeitig sagte Albert gegen Rosa aus und erklärte, sie habe ihren Verlobten getötet, nachdem er sie angegriffen habe. Der Mann gab ohne Zögern zu, dass Rosa ihn gebeten habe, Pedros Leiche zu beseitigen, nachdem alles geschehen sei. Als beide jedoch aufgefordert wurden, den Ablauf dieses schicksalhaften Tages zu rekonstruieren, präsentierten sie völlig unterschiedliche und einander widersprechende Versionen. Bei der Durchsuchung der Wohnungen wurde zudem in Rosas Schrank belastendes Material entdeckt. Die Polizeibeamten fanden dort Dokumente, Pedros Ausweis und Zugangsdaten sowie, besonders bedeutsam, sein Mobiltelefon. Für die Staatsanwaltschaft war es völlig klar, dass Pedros Tod ein vorsätzliches Verbrechen war, das von den beiden Liebenden begangen worden war. Um detailliertere Beweise zu erhalten, mussten die Polizisten das Mobiltelefon von Rosa entsperren, um mehr über ihre Aktivitäten zu erfahren. Dafür benötigten die Behörden fast ein Jahr. Und obwohl die Verzögerung erheblich war, lohnte sich dieser Aufwand, denn so konnten neue Details und weitere belastende Beweise gesammelt werden. Rosa wurde in Untersuchungshaft in das Gefängnis Vadras in Barcelona gebracht, wo mehrere Insassinnen später versicherten, dass sie ihnen geschildert habe, wie sie Pedro beseitigt habe. So erklärte eine ihrer Mitinsassinnen, dass Rosa gestanden habe, Pedro vergiftet zu haben. Ihren Worten zufolge habe sie eine Substanz in das Wasser gemischt, angeblich um ihren Verlobten nach einem weiteren Streit zu beruhigen. In diesem Moment sei es ihr gelungen, das Gift unterzumischen, ohne Verdacht zu erregen. Rosas Töchter konnten ihre Mutter erst 2019 zum ersten Mal im Gefängnis besuchen. Ihr Vater Ruben hatte nichts dagegen und
Das Treffen fand unter seiner Aufsicht, der seiner Mutter sowie der Gefängnisverwaltung statt. Die Gefängnisangestellten berichteten später, dass dieses Treffen sehr fröhlich, herzlich und emotional gewesen sei. Rosa bat die Mädchen, ihr zu versprechen, dass sie wieder besuchen würden. Zur gleichen Zeit wurden die Ermittlungen zum Tod von Pedro fortgesetzt. Außerdem begann der Prozess wegen der Veröffentlichung eines intimen Fotos von Rosa und ihrem Liebhaber. Rosa behauptete, dass Oscar dieses Bild verbreitet habe, um sich an ihr zu rächen und ihrem Ruf unter ihren Kollegen zu schaden, was ihm im Grunde auch gelungen sei. Sie erlitt jedoch eine schwere Niederlage in diesem Verfahren, da das Gericht zu dem Schluss kam, dass es keine ausreichenden Beweise zur Stützung der Anklage gebe. Der stellvertretende Inspektor wurde daher freigesprochen. Zur gleichen Zeit weigerte sich Ruben, seinen Töchtern, die noch sehr jung waren, zu erlauben, ihre Mutter erneut im Gefängnis zu besuchen. Er hatte jedoch nie Einwände dagegen, dass die Mädchen ihre Großeltern mütterlicherseits trafen. In dieser Phase beklagte sich Rosa aus dem Gefängnis heraus, dass das Gerichtsverfahren angeblich von Beginn an entschieden gewesen sei. Der Prozess gegen Rosa und Albert begann am 3. Februar 2020 vor dem Hintergrund einer enormen medialen Aufmerksamkeit für diesen Fall. Staatsanwalt Felix Martin erklärte, es sei besonders wichtig, Rosas Persönlichkeit und ihr Verhalten in den Monaten vor der Tat genau zu analysieren, um die Verschwörung gegen ihren Partner zu rekonstruieren. Dieser verhängnisvolle Plan habe, so Martin, bereits in dem Moment begonnen, als sie ein Wegwerfhandy gekauft habe. Als Reaktion auf die Vorwürfe beharrte Rosa auf ihrer Unschuld und wiederholte immer wieder ihre Version, wonach Albert, als sie in jener Nacht nach Hause gekommen sei, mit einer Axt und einer Dienstwaffe bewaffnet vor ihrer Haustür gestanden habe. In ihrer Darstellung schilderte Rosa die Situation so, als sei sie sofort in den obersten Stock gegangen, um ihre Töchter um jeden Preis zu schützen, insbesondere vor den Geräuschen der Schläge und dem blutigen Geschehen nach der Tötung von Pedro. Die Anklage entgegnete, dass Pedro zu diesem Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit unter dem Einfluss illegaler Substanzen gestanden habe, da er sich sonst zur Wehr gesetzt hätte und die Täter dabei Verletzungen erlitten hätten. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft standen Rosa und Albert in den Stunden zuvor über ein von ihr erworbenes Einweg-Mobiltelefon in Kontakt. Rosa bestritt dies jedoch und versuchte sich selbst als Opfer darzustellen. Sie schilderte zahlreiche Details über die Panik, die sie in der Nacht des Verbrechens verspürt habe. Auch Antonia sagte vor Gericht aus. Ihre Aussage war erschütternd. Sie berichtete, dass die älteste Tochter von Rosa und Ruben Zeugin des blutigen Mordes geworden sei. Rosa wies dies entschieden zurück und erklärte, diese Aussage sei falsch. Zudem sagte sie aus, sie habe ein schlechtes Verhältnis zu Antonia und sehe in deren Aussage einen Versuch, ihre Töchter zu instrumentalisieren, um sie in ein schlechtes Licht zu rücken. Von zentraler Bedeutung war schließlich die Aussage von Sergeant Jordi. Er erklärte, dass nachgewiesen werden konnte, dass Rosa Pedros Mobiltelefon manipuliert habe, um Ruben die Tat anzulasten. Die Ortung von Mobiltelefonen erwies sich für die Anklage als entscheidend, da sie es ermöglichte, die genaue Chronologie und die Aufenthaltsorte beider Verdächtigen in der Tatnacht zweifelsfrei nachzuvollziehen. Mithilfe dieser Daten gelang es dem Sergeant noch am Tag der Verhandlung, die Schuld von Rosa und Albert zu beweisen. Alberts Anwalt, Hasse Luis Bravo, behauptete seinerseits, dass Rosa Peral seinen Mandanten für ihre eigenen Zwecke benutzt habe und bestand darauf, dass Albert lediglich an der Beseitigung der Leiche beteiligt gewesen sei. In seinem Schlussplädoyer kam der Staatsanwalt zu dem Ergebnis, dass Rosa eine manipulative Person sei, die andere leicht täuschen könne und bereit sei, ihren Charme einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Der Staatsanwalt fügte sogar hinzu, dass Rosa, wenn man sie 2 Stunden lang mit jemandem in einem isolierten Raum einsperren würde, jeden von ihrer Unschuld überzeugen könne. Ende März 2020, nach 6 Tagen der Beratungen, befanden 8 von 10 Geschworenen beide Angeklagten für schuldig des brutalen Mordes an dem Polizisten Pedra Rodriguez. Rosa Peral wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt, Albert López Ferrer zu 20 Jahren. Darüber hinaus mussten beide Verurteilten der Familie des Opfers eine Entschädigung in Höhe von $94.297 zahlen. Rosa und Albert legten gegen das Urteil Berufung ein, jedoch ohne Erfolg, da sowohl der oberste Gerichtshof von Katalonien
als auch der oberste Gerichtshof von Spanien die Entscheidung später bestätigten. Antonia erklärte später gegenüber den Medien, dass sie nicht zulassen konnte, dass Ruben wegen Falschaussage vor Gericht in einer derart schwerwiegenden Angelegenheit angeklagt werde. Rosa ließ ihr Haus, was nicht verwunderlich war, auf den Namen ihres Vaters eintragen, um sich für zahlungsunfähig zu erklären und die Zahlung der Entschädigung an Pedras Angehörige zu vermeiden. Bereits im Gefängnis versuchte Rosa, einen Auftragskiller anzuwerben, um Ruben zu beseitigen, da er ihrer Ansicht nach ihren Töchtern den Kontakt zu den Großeltern untersagte. Zu diesem Zweck plante sie, $32.000 aufzubringen. Die Polizei konnte dies nicht beweisen, begleitete Ruben jedoch aus Sicherheitsgründen eine Zeit lang. Eine der großen Streaming-Plattformen plante, eine Serie über diesen Fall zu produzieren, doch Rosa bat um eine Vorabansicht, da ihrer Meinung nach die Fakten in der Serie verfälscht werden könnten, was ihre Ehre und die ihrer Kinder beeinträchtigen würde. Der Anwalt von Rosa drohte der Plattform sogar damit, im Falle einer Ablehnung einen Antrag beim Gericht zu stellen. Dieser Antrag wurde jedoch später ignoriert. Die Serie mit dem Titel Leiche im Feuer wurde am 8. September 2023 veröffentlicht und ist bis heute das meistgesehene Projekt auf der Plattform. Es ist anzumerken, dass in der Serie andere Namen verwendet und einige Fakten verfälscht wurden. Zusätzlich entstand ein etwa 1,5-stündiger Dokumentarfilm mit dem Titel Lenti Rosie, Rosas Bänder, in dem der Fall so dargestellt wurde, als sei Rosa tatsächlich unschuldig. Der Film löste erhebliche Kritik aus, auch von Seiten der Beteiligten, die nicht erwartet hatten, zu welchem Schluss er gelangen würde. Unterdessen übernahm Rosas Vater die Initiative, die Kinder ins Gefängnis zu begleiten, damit sie ihre Mutter besuchen konnten. Tatsächlich versuchte er bis zuletzt, die Unschuld seiner Tochter vor Gericht zu verteidigen. Derzeit befinden sich Rosas Töchter, wie auch in der Serie dargestellt, in der Obhut von Ruben. Albert absolvierte während seiner Haft im Gefängnis Quatre Camins zahlreiche Ausbildungsprogramme. Er studierte Rechtswissenschaften und schloss das Studium ab, erwarb mehrere Zertifikate in Englisch und nahm an verschiedenen Weiterbildungen in Informatik und Programmierung teil. All dies ermöglichte es ihm, gemeinsam mit anderen Inhaftierten eine Website für das Gefängnis aufzubauen und zu betreiben, über die Produkte verkauft werden, die von Gefangenen in den Werkstätten der Haftanstalt hergestellt werden. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.